Hallo, wir spielen heute, das ist ein Livestream aus Sumeru, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin auch schon ein etwas weiter als beim letzten Mal, aber wirklich nicht so weit. Ich habe die Archonten-Quest, den ersten Akt, noch nicht fertig gespielt. Aber das werde ich heute machen. Also ich versuche den ersten Akt zu beenden, ich weiß nicht, wie lange der noch geht. Ich zeige euch mal meine Map. Willkommen zurück, Julia. Zu Genshin. Lange ist her, aber nicht so lange. Ich war schon ein bisschen fleißig, habe ein paar Teleporter freigeschaltet. Ich habe es schon zu Sumeru Stadt geschafft und zu Port Ormos. Hier unten ist ein sehr interessante Hafenstadt. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Land wirklich extrem gut. Das, was ich gesehen habe. Hier hinten sind auch ein paar Wälder, wo ich schon für die Events hingelaufen bin. Da muss man ja ein bisschen so die Gegend erkunden. Aber wie ihr sehen könnt, ist hier vieles offen. Und hier hinten fängt die Wüste an. Die ist noch nicht begehbar. Zumindest nicht für mich. Aber ich war auch noch nicht da so in der Nähe. Und das ist halt der Stand der Dinge. Und es gab sehr viele Events und ich habe sehr viele Primo Gems abgefarmt. Aber was ich heute machen werde, ist die Erkundung Quest, die mache ich gleich. Ich habe die Dailies noch nicht gemacht. Und habe ich? Nee, ich habe nur mein Dings leer gemacht, meine Energie. Hallo. Meine Energie ist leer. Ich habe versucht für den ich kann kein Deutsch heute. Denk nach, jetzt nicht. Denk nach. Also, ich habe für den Dendro Traveler, also für den die neue Sphäre gefarmt für die zwei neuen Sets, die es gibt. Die sind beide sehr gut und beide sind eigentlich ganz passend für Dendro Traveler. Zuerst hatte ich das eine Set und jetzt habe ich das andere Set, weil da mir ein bisschen besser gerollt wurde. Aber mir fehlen da immer noch Helm und ein paar gute Teile. Da habe ich ja relativ viel Energie gelassen in der Sphäre bis jetzt und ich höre nicht auf, bis ich ein gutes Set habe, komplett. Eins der beiden. Und was wir machen ist jetzt erstmal vermisste Schätze. Schnitzen der Kindlichkeit bin ich so ziemlich durch. Ich habe das nicht komplett gemacht, aber halbwegs. Halbwegs die wichtigsten Sachen, die Krone und so weiter. Aber wir machen jetzt Schatzzone 4. Das hat echt Spaß gemacht, dieses Spuren von Schatzzone. Wir hatten ja ein ähnliches Event schon mal. Aber diesmal ist es ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet, finde ich. Weil hier sind auch Jump-and-Run-Elemente und Erkundungselemente drin. Plus Kämpfen, also fand ich das eigentlich bis jetzt ziemlich gut. Ich habe auch schon so ein Vieh, was man da sich holen kann. Ich habe das Rosane, glaube ich. Und diesmal bin ich mir nicht sicher, was ich hole. Also entweder das Violette oder das Grüne. Ich benutze die Dinger eh nie, weil die komische Geräusche machen. Die gehen mir dann irgendwann auf den Keks. Aber ja. Schön, dass ihr da seid. Da. Und die Musik ist wirklich schön. Und ich habe echt zu wenig erkundet noch. Aber ja, ich muss jetzt mal schauen, wo wir hin müssen. Ja, es ist unterhalb des kleinen Fischerdorfs. Das ist so ein Fischerdorf, wo ich auch schon diese Sidequest angefangen habe, aber das ist eine Sidequest, die geht über mehrere Teile. Das könnte etwas dauern, aber schauen wir mal. Die ist auch ziemlich gut gemacht, finde ich. Also bis jetzt habe ich nicht so viel auszusetzen. Selbst die Gegner sind ein bisschen härter, wenn man ein bisschen mehr nach Osten geht. Osten, was sage ich da? Richtung Westen. Richtung Wüste, da sind die Gegner auf Level 91. Und die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Ich bin auch schon mal fast gestorben. Aus Unvorsichtigkeit. Aber wenn man hier am Westen ankommt, sind die Gegner alle so ein bisschen lulatschig. Benutzen keine Ember. Ich habe die nur benutzt für ein Rätsel. Ich benutze eigentlich Sarah Kokomi. Ja, die ganze Zeit, seit ich hier bin. I will lead us to victory. Es gibt hier sehr viele Bogenschützenrätsel oder Mechaniken, wo man Bogenschützen braucht in der Erkundung. Das ist eigentlich ganz cool. So, wir spawnen jetzt dieses Vieh hier und das zeigt uns so kleine Bonbons auf der Karte.
Leckerlis, die wir einsammeln, bis er so viel Energie gesammelt hat, dass er uns einen Weg zu einem Schatz zeigen kann. Genau. Und das sind diese kleinen Kristallenergiebälle, die da rumschweben. Doing. Ist wirklich sehr grün. Ich kenne mich auch nicht wirklich in den Gegenden so aus. Ich habe das alles halbwegs überflogen, aber... Stirb. Stirb. Nein, Sarah, wie konntest du daneben schießen? Er stand direkt vor dir, aber vielleicht genau das war das Problem. Oh, das war knapp. Also einen Schatz haben wir schon auf der Karte. Man sieht das vielleicht ein bisschen unscharf, weil das so klein ist, aber oben in der Minimap sieht man da so eine Schaufel. Das ist so die erste Schatztruhe, die man ausbuddeln kann. Und sonst sieht man diese kleinen Bonbons oder diese Energiebälle und die sammelt man dann ein, um die nächsten Schatzverstecke zu finden. Es gibt immer 3 in der Schatzzone, ist jetzt nicht sehr kompliziert. Ich habe auch festgestellt, dass ich mir keine Markierung mehr auf der Karte machen kann, was sehr nervig ist. Ich muss dann immer aus den alten Landkarten die Markierungen rausnehmen, die mir am unwichtigsten erscheinen. Und die dann hier in Sumeru wieder reinmachen. Weil es gibt manche Sachen, die ich nicht sofort machen wollte, zum Beispiel Höhlen und sowas, die habe ich mir markiert. Also im Endeffekt, die Seele, die hier rumschwebt, die checkt die Gegend. Und die Gegner lassen dann Energie fallen, die wir sammeln, um dann den Schatz zu finden. Kann man das so erklären? Ich weiß nicht. Es ergibt wahrscheinlich auch gar keinen Sinn, aber so funktioniert das hier. Midnight Phantasmagoria. Quiver. No, don't hit me. Und Kokomi. Kokomi ist noch OPer als sonst in diesem Land. Provisions are vital. So, wir gehen jetzt nach Norden. Kokomi kommt ja in nächste Woche, glaube ich. Ich würde sie euch empfehlen. Sie ist einfach OP geworden. Sie war auch schon so richtig OP, aber naja. Andere Leute wollten es einfach nicht wahrhaben. Ist alles viel zu grün in diesem Land. Es könnte sein, dass es vielleicht zu meinem Favorit wird. Bin mir nicht ganz sicher. Machen wir erstmal das hier, weil wir unten sind. Ich habe übrigens versucht, Genshin auf meinen... Oh, eine Sidequest. Ich habe übrigens versucht, Genshin auf mein Handy zu spielen. Aber die wenn man wenn man das starten will, dann dauert das 15 Minuten gefühlt. Beim ersten Mal einloggen. Und da hatte ich keine Geduld für. A reward on the road. Was greift mich bitte an? Die da hinten. Okay.
Die greifen zwar den Ballon an. Den habe ich schon mal gerettet. Stirb. Ich danke dir herzlich. Yes, schon wieder? Tja, diese Schurken sind wie Albträume. Wie du sehen kannst, bin ich ein Reisender. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich schaffte es mit großer, ja, genau. Sie wurden alle verbrannt. Alright. Bye. Hm. Uah. Strike! Hold the line! Wings of darkness! Come, sever night from... Storm the front! Quiver! Covenants of the deep! Zu viel Food. Höher, höher. Da oben oder wie? Gibt keine... Ah, da ist das Ding. Breathtaking. Auf der anderen Seite vom Fluss. Allow me. By royal decree. Na, also ich muss gar nicht bekämpfen. Ich wollte schon alles vorbereiten. Wow. Wow. Excellent. These spoils will boost morale. Ich glaube, wir haben jetzt eventuell genug für den Tauschhändler. Die Frage ist, welche Farbe nehme ich? Man kann immer nur eins haben. Das Goldene finde ich auch sehr schön. Aber ich glaube, ich nehme das Grüne. Oder das da. Eins von den beiden. Die Flügel habe ich mir erfarmt. Das sind Flügel, wenn man genug Reputation, beziehungsweise, wie heißt es auf Deutsch? Ansehenspunkte farmt in einem Land, kriegt man Flügel aus dem Land und das ist aus dem dritten Land Inazuma. Deswegen sind die so lila. This is a difficult decision. Ich denke mal darüber nach. Veilchen oder Moos? Mach die Dailies übrigens.
denn in Inazuma? In der Zeit kann ich mir Gedanken machen, ob ich grün oder lila möchte. I'm not sure. Lang nicht gesehen. Uah, ich bin fast runtergefallen. Ich muss zum Strand laufen. Im Grunde ist es egal, welche Farbe ich nehme, weil das Event kommt eh immer wieder zurück. Aber ich werde immer hinterher sein. Und ich werde nie jede Farbe haben. Ihr habt mich nicht gesehen. Danke. Oh, ihr habt mich gesehen. Oz, reveal! Flash! Propagate! Yeah! Yeah! So! I will end it. You can't run! Au. Quiver! Don't slap me. Ich hab kein Schild. Flash! Wieder hinten nerven. No turning back! Strike! Au. Hört auf mich zu unterbrechen. Ah. Allow me! Ist er gerade in das Schiff rein? Nee, ist er nicht. Ah, das echt merklich aus. Gaining the upper hand! Shadow Raven, let night fall! Weil diese... Hold the line! Covenant of the Deep! Ist er endlich tot? Seine AOE ist zu groß. Allow me! Danke. Storm the front! Propagate! Autsch. Strike! Springboard! Sir, please don't teleport backwards all the time. Er teleportiert sich die ganze Zeit nach hinten. Und ich komme eh nicht so gut durch sein Schild. Flash! Weil ich habe nichts dabei. Midnight Phantasmagoria! Please, Sir, please stand still. Ich muss hier mit physischen Schaden töten, das könnte nicht dauern. Die. Oh. Das war stressig. Der Hammermann hatte einfach die ganze Zeit AOE-Schaden auf den Boden.
mich dauernd unterbrochen, weil ich ja gar kein Schild habe. Das war sehr unangenehm. Alright. Der Traveler ist auch noch nicht ganz 90, aber er ist kurz davor. So. Oh Gott, das hätte ich nicht machen sollen. Ist zu tief. Oh nein! Autsch, Pain, Pain, Pain. Wir brauchen sowieso Wind. Nehmen wir Sayu. Can I go catch up on my sleep? Hm. And away I go! Make my escape. Ah, Sayu! Wo bist du so klein? Kletter! Kletter nicht? Nein, ich dachte, das fällt runter. Puh. Achso, hier sind die Schleims, die fallen mir immer runter und dann respawnen die nicht und das nervt aber nur. So, kommt lieber zu mir. Ja, bitte. Nee, weh, du fällst runter. Weh, du fällst runter. Okay. Aber wenn ich jetzt da runter gehe, dann respawnt er oben. Ich laufe jetzt mal hier lang. Wage es nicht, nochmal runter zu rutschen, du schleimiger. Oh. I don't like this. Ich schieße jetzt einfach mit Pfeilen. Ich glaube, kann ja niemanden runterschießen, ne? Hold the line! Der Schleim hat mit meinen Gefühlen gespielt. Das war noch nicht die letzte. Das heißt, hier noch. Ihr könntet die jetzt eigentlich auch auf Inazuma machen, auf Sumeru. Ich habe das noch nicht umgestellt. Die sind immer noch auf Zufall. Can't catch me! Oh. By royal decree! Propagate! Oh, der hat mich unterbrochen. Ah! Bring refuge! Können wir bitte nicht im Wasser kämpfen? Shadow Raven, let night fall! 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 Sha
All gut. I'm out of here. Make my escape. Gut, damit Dailies fertig. Mal zurück nach Sumeru. Was ist eigentlich das hier? Bibliothek, da war ich auch noch nicht drin. Da könnte ich mal hingehen. In der Stadt verlaufe ich mich noch. So halbwegs. Ad Astra Abyss. Apfelsoße. Ich schicke jetzt Amber immer nach Sumeru Expedition. Also Colleys Ingame-Design ist eigentlich richtig schön geworden. Aber ich wollte nicht noch einen Dendro-Charakter und nicht noch einen Bogenschütze leveln. Ich wollte jetzt erstmal nur einen haben. Das haben wir erledigt. Da oben. Ich will schauen, ob ich die Dinger schon eintauschen kann. Sind wir hier rein? No. Hello. So, hier steht einfach auf dem Counter. Ah, ich kann doch nicht bei ihm kaufen. Muss erst die Quest abschließen. Oh. Die sind schon reserviert, sagt er. Mit dem habe ich schon gequatscht. Ich erinnere mich an die, aber hier gibt es ja nichts zu kaufen. Ich dachte, ich könnte vielleicht schon den Schatzkompass holen oder so. Oder irgendwas. Dann machen wir jetzt mit der Erkundung-Quest weiter. Sayo, du bist gefeuert. Wir brauchen Bogenschützen-Power. With you all the way. Freiberufler, das ist mein Titel. Soll ich nun ein Abenteurer werden? Bitte hilf mir dabei. Ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Nimm mich mit, wenn es lukrativ ist. Nein, fremder Mann. Alright. Ort Ormos. Rechne so mit 3 Stunden Quest. Allow me. Ah, wenn ich doch nur ein paar Tage früher gekommen wäre. Hast du schlecht geschlafen? Ja, das ist ein feines Hotel. Der Service ist zufriedenstellend. Es gibt nur ein Problem, die Schalldämmung ist zu schwach. Wenn man nachts im Bett liegt, hört man ständig die Plaudereien der Nachbarn. Ich kann mir gar nicht sagen, was das Paar im Zimmer nebenan für einen Dialekt gesprochen hat. Ich konnte die Worte verstehen, aber keinen Sinn darin. Also zum Kontext, wir haben uns im Schwarzmarkt eingekauft, um an Informationen zu kommen. Und wir suchen nach einer Wissenskapsel im Auftrag von uns selber und für jemand anderen. Gemeinsam versuchen wir diese Wissenskapsel zu finden. Und wir wissen, dass sie hier im Umlauf ist, aber das ist Dori. Sie ist unser Kontakt und wir kehren zu ihr zurück. In der Hoffnung, sie weiß, wo sie landet. Diese Kapsel. Here, over here. Allow
patrons. What can I do for you this time? You name it. And knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Uh-huh. So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please, oblige me. Tell me what you have in mind. Also Doris Design ist wirklich voller Accessoires. Aber ich werde nicht für sie pullen. Ich weiß nicht genau, warum ich sie nicht mag. Ich kann es irgendwie nicht sagen. Vielleicht, weil sie so ein kleiner Charakter ist. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt gefällt mir ihr Design einfach nicht so sehr. Auch wenn ich so Genies und sowas mag. Aber irgendwie finde ich sie so messy. Sie hat zu viele, ich würde nicht sagen zu viele Details oder so, aber irgendwie. Und sie ist ziemlich, ja. Von der Persönlichkeit her ist sie auch nicht so die netteste. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. Ich habe Geld dabei. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big trouble. Yes, you were. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Paimon zweifelt nicht an unserer Informationsquelle. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. Ja, kaufe diese Info. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Sterling. Now that you've paid in full, here's the scoop. Ah. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ein al-Ahmar. Ein al-Ahmar ist eine Gruppe der Freiberufler. Eine Gruppe von diesen Leuten aus der Wüste. Da gibt es ja verschiedene Gruppierungen, die Söldneraufträge annehmen, also insgesamt die Söldner, die Eremiten genannt werden. Und diese eine Gruppe, Ein al-Ahmar, was sie gemeint hat, die Wissenskapsel gekauft haben, sind so die radikalsten von denen. Die glauben, dass der Gott, der vor über 1000 Jahren gestorben ist, irgendwann wieder aufersteht oder sowas. Ein al-Ahmar? You mean the Eremites who worship the Scarlet King? Ich find's witzig, dass die in Englisch sagen Eremites und das Goldbrigade übersetzt haben. Ah, so you're already familiar with them. The group has done Ja, wir haben everything mit in their denen power to gestänkert. obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thank For the you. info, Dory. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Mora for Dory opens doors. Mhm. Ich bin da gespannt, Well, we figured out where the Divine Knowledge Capsule is. Turns out, it ended up in the hands of Ein... ausgerechnet die. Aber das war irgendwie so klar von der Story her. Weil unser Kontakt hier hat sich in alle Goldbrigaden-Spaltungen oder Gruppierungen eingekauft, um herauszufinden, wann diese Kapsel in welche Hände gerät. Außer in diese eine, weil die radikal sind, wollen sie diese Kapsel natürlich nur für sich haben. Aber ich weiß nicht, warum sie glauben, dass ihr Gott was damit zu tun haben. Das ist total... Die glauben wirklich, dass diese Kapsel irgendwas mit ihrem Gott zu tun hat, obwohl überhaupt nichts darauf hindeutet. Ich wollte das Foto sehen, aber es steht nur eine Beschreibung. Wie enttäuschend. Dori, was hast du mir verkauft? Let's head back and talk to Al-Haytham. Al-Haytham.
unbekannter Mann, mit dem wir Geschäfte machen. Aber der ist unser Kontakt hier jetzt. Contact Man. Das wird ein spielbarer Charakter sein. Upp. Ich habe meinen Auftrag erledigt. Er konnte keine Geschäfte mit Dori machen, deswegen hat er mich gebraucht und ich brauchte seine Informationen, um weiterzukommen. Oh, hey, Thumb! We got the info you wanted! Yes. Really? All right. Let's hear it. Die Gegner, denen wir gleich gegenüberstehen werden. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then, to get close enough to take a picture like this. Well, all right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ein al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the Divine Knowledge capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ein al-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the Divine Knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. See you then. Yes, sir. Shit's about to go down. Ein paar Tage später. Wir haben ein Rendezvous mit denen. Haytham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, let's go. Können wir den Probe spielen? Also, die Sache ist die, wir hatten ein Geplänkel mit denen aus der Gruppierung und die haben dann gesagt, wir treffen uns dann in einer Woche zum Prügeln. Oh Mann. Ja, und genau das machen wir jetzt. Wir prügeln uns mit denen. Schupp. Das wäre cool, wenn wir den Probe spielen könnten, den anderen Charakter. Ich habe da jetzt so meine Zweifel dran, aber... Oh, hey, Thumb. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. Ich hab ein paar Cousins dabei. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine, your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Get 'em, boys. Prügelei? Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Kein Problem, Paimon. Odds revealed. Hold the line. Wir haben kein Leben. Auf Wiedersehen. Oh, noch mehr. Glory to the show! Billowing surge. Cutscene? Academia scum! Scum? Das Schwert. 3 Sterne. 1 Stern. Keine Ahnung. Boss, finally! Did you use it? Great! Now we can... Boss?
What's wrong? What happened to him? Oh, wow. We have to cut his Akasha connection, now. Was ist das, ein Anime? Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away. Oh, oh, oh. Hat's gesnatcht. Good job. World, forget me. Aha, aha. What? What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the Divine Knowledge Capsule. You mean the Divine Knowledge Capsule did that to him? Da wir gerade davon sprechen. Hey, Pager sagte. Oh, yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? Mhm. I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? Oh, well. Was sagt, ist genau das Gleiche, was ich bei Irminsul gehört habe, als ich ausgenockt war. If the mantra took him away, then that means the Academia got the Divine Knowledge No, Capsule no. back too. What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the Divine Knowledge Capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the Divine Knowledge Capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sabzeruz festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Alright. Then we'll part ways here, Al-Haytham. Willst du uns nicht sagen, dass du die Kapsel genommen hast? Du Bastard. Wie hinterhältig. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Wer sind die Higher-Ups? Oh, wir haben den ersten Akt abgeschlossen. Die nach Sumeru.
Ich hole mir diesen Teleportpunkt, bevor wir zurückgehen. Ich bin mal so frei und kletter auf euer Dach. Ich sehe nichts. Ich stecke fest. What you see is what we've got. Feel free to look around. Your work is crucial. Auf dem Weg nach Port Ormos von Sumeru aus gab es auf dem Weg so seltsame Ruinenwächter. Die waren deaktiviert und in dieser Gegend war scheinbar irgendwie eine Expedition. Und diese Ruinenwächter, die waren alle in der Nähe von so Ruinenüberresten und Zahnrädern und sowas. Und da gab es so komische Energiekerne, die ich sammeln konnte. Und wenn ich 3 davon in so einen Ruinenwächter gesteckt habe, hat der irgendeinen Code mit ganz viel Zweiern und Einsen und Punkten ausgespuckt. Auf derselben Art und Weise wie auf dem Drachengrad früher. Well. Ich weiß nicht, ob man irgendwas bekommt, wenn man alle diese Ruinenwächter wieder mit Energiekernen ausstattet und diese Codes liest. Aber ich denke, es ist etwas, was man dann auch freiwillig nebenbei machen kann. Ich kann mir nur vorstellen, dass es dafür eine Errungenschaft gibt. Aber da ich keine Lust habe, einen Code zu knacken, werde ich mir das wahrscheinlich in YouTube reinziehen. Ah! Weil irgendein schlauer Mann hat das bestimmt schon decoded. Oh nein, oh nein, oh, ich habe keine Ausdauer. Achso, hier in diese Richtung. Ach, wir müssen auf den Berg hoch. Das mache ich auch nur einmal. Ich kann immer noch nicht mit diesen seltsamen kleinen Wesen reden. Ich glaube, das kann man, wenn man die Quest dazu abgeschlossen hat. Die längere Sidequest. Aber da bin ich nur im zweiten Teil. Oh, wenn das... Okay, immerhin. Ich wollte sagen, wenn uns das runterführt, mache ich sie nicht. Nein. Ich hab nicht so viel Zeit. Los, Ether! Beeil dich! Hab. Wow. A reward on the road. Gehen wir auf die Spitze? Ja, wir gehen auf die Spitze. Hallo Jungs, ich will nur kurz hier vorbei.
hallo. Ich verstöre mal bei der Nachtruhe. My royal quiver. Strike. Oh, man kann Leos fliegende Festung sehen von hier aus. Nehmen wir das. Folge dem Pfeil. Welche Truhe? Die da unten? Ich glaube schon. Oh Gott. Auf Wiedersehen, Ether. Es war schön, dich gekannt zu haben. Oh. Hab sie. A reward on the road. Das war wirklich die richtige Truhe. Ich habe nur geraten. That's close enough. Oz, reveal thyself. I'll be back. Wir könnten theoretisch nach Sumeru laufen. Flash. Propagate! As you wish, mein Fräulein. Scatter! Allow me. Let's move out. Covenant of the Deep. Visions are vital. Wenn ich laufe, kann ich mich mir ein bisschen umschauen. Ich muss auch daran denken, die neuen Baupläne zu bauen. Von den Wiesen hatte ich jetzt schon einige. I'll keep this close. Ich bekomme hier mal ein Item. Und zwar... Ist das bei wertvollen Gegenständen? Ja, davon kriegt man immer so ein Teil. Was Miriti? Ich kann das nicht mal aussprechen. Ich kann das nicht mal aussprechen. Wenn man alle davon hat, muss irgendwas Mysteriöses passieren. Was auch immer. Das holen wir uns hier. Hello, wie geht's du auf? Ich pflück einfach mal alle Blumen und hole alle Monster. Das ist bestimmt korrekt. Rest and rebuild. Storm the front. Quiver. Spring forth! Propagate! Aua, aua, aua. Lass mich in Ruhe. Aua, aua, das ist painful. Strike. Sarah, nicht sterben. Kurz vorm Verrecken. Scatter! Ich hätte doch nicht alle holen sollen. Billowing surge. Let's move out. Let's move out. Das einzige Schlimme ist das Schneevieh. Propagate! Das ist irgendwie aggressiv. By royal decree. Hold the line.
Sind sie tot? Gott sei Dank. Danke für das Dendrolokus-Dings. Die Map ist hier zu Ende. Mhm, das ist ein Loch im Boden. Ist überhaupt nicht verdächtig. Scatter! Ah, hier ist eine Verwelkung. Oh, wow, 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 wow. Ich habe schon 4 Ansammlungen. Ich möchte gern hier raus. Ich war im falschen Loch. Wie kann ich hier raus? Nein, 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 nein. Habe ich schon gewundert, warum es aber so grau aussieht. Tschüss. Ich komme gleich wieder. Aber das ist doch gar kein Eingang. Warte mal. I trust you. Not you. Outrider Amber, reporting. Amber! Das ist ja so ein grüner Ring drumrum. Strange. I'll race you there. Gehen wir nochmal da runter, aber... Da steht, das sind auch diese, Noten. Propagate! Vielleicht hat das was mit der Sidequest zu tun. Weil da gab es die Quest, in der ich jetzt stecke, die nicht die Hauptquest ist, sondern die Seitenquest hier. Kapitel 2. Da muss ich Melodie des großen Traums spielen. Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass man da irgendwie noch eine Mechanik freischalten muss. Hat mich nur daran erinnert, weil da so Noten waren in der Luft. Aber da konnte ich jetzt nichts machen. Scatter! Ich verfehle. Das ist schwer. Controller. Give me this. Ich glaube nicht, dass ich die Dinger so weit tragen kann. Bet you can't keep up with me. Bet you Alright. can't keep up with me. Ich bin mir nicht sicher. I'll race you there. Here! Oh. Wings of darkness, come, sever night from day. Hab die Bisons erzürnt. Hi. Ich fand's komisch, dass hier dieser Part von der Map ist offen.
Hier so ein kleiner Kreis. Hi. Scatter! Rest and rebuild! No one escapes my sights! Germinate! Es war eigentlich unklug, die Ulti zu benutzen, weil überall Feuer war. Covenant of the Deep! Allow me! No escape! That's cheating! Go Baron! Propagate! Torrent, bring refuge! Aua, aua. Bitte gib mir eine Chest dafür. Nein, ist hier nichts vergraben. Hm. Jetzt habe ich die umsonst gekillt. Hm. Hold the line! You are not welcome here. Sollte Amber austauschen. Spring forth! Rest and rebuild! Midnight Phantasmagoria. No one escapes my sights! Billowing surge! Regret. Die neuen. Hier, Döner. Oh, Döner. Du hältst etwas Glück. Das ist Coleys Spezialgericht. Ich muss eh 20 kochen. Ich habe noch kein Spezial gesehen. Das hier. Das sieht einfach nur schöner angerichtet aus. Oh nein, mir ist Dings ausgegangen. Mehl? Alright, machen wir ein bisschen Mehl. Get ready for the gliding champion of Mondstadt! I'll race you there! Oh, es scheint uns nicht angreifen zu wollen. Ich hatte das schon mal. Der hat mich dann zu 2 Robotern geführt, die mich angreifen wollten.
Ne? I'll race you there. Get him. Hold the line. By royal decree. Wohin führst du mich? Ah, das ist eins dieser Dinger, die deaktiviert sind. Ja, jetzt greifen die mich an. Dann prügel ich sie, weil sie mein Vertrauen missbraucht haben. Und dann kann ich so einen Energiekern da reinstecken, wenn ich genug von denen habe. Aber ich weiß nicht genau. Ich kann den Code nicht entziffern. Oh, Amber macht Damage. Provisions are vital. So, hier ist einmal untersuchen, ein Energiekern. Und ich kann jetzt die Dinger einsetzen. Das habe ich schon bei anderen gemacht. Und dann kommt hier Codezahlen 2121. Genau, das ist ein Code. Den müsst ihr nachschauen, den gibt es schon irgendwo entschlüsselt. Aber ich schaue mir die einfach... Ich versuche die alle zu machen. Die haben auch verschiedene Decknamen, das heißt, man kann sie auch wiederfinden, wenn man sie markiert und so. Aber das kann ich dann im Internet nachschauen, weil ich mir da das nicht selbst encoden will. Wow. Hier ist wieder so eine Blume mit den komischen... Was ist das hier? Hier waren wir noch nicht. Let's move out. Ach, ihr seid feindlich. Ich dachte, die wären Freunde. Was echt scheiße ist beim Traveler, war das eh. Wow. Okay, okay, sei vorsichtig. Du hast ein langes Teil. Das meine ich nicht als Kompliment. Was ich sagen wollte, beim Traveler ist es ein bisschen doof, dass er, sobald es irgendeine Steigung gibt, irgendeine Art von Steigung, er sein E verfehlt. Und das ist auch nicht so die beste Reichweite. Danke für den Loot. Ich dachte, ihr seid Freunde. Ich überfalle jetzt euer... Was ist das hier? Okay, seltsamer Extraktor. Mit dem diese anscheinend ein geheimes Ziel verfolgt. Da der Abschaltprozess aber von jeder noch so kleinen Bewegung gestört werden könnte, musst du, bis diese endgültig abgeschlossen ist, alle möglichen Störungen... Also töte alle. Okay, I got it. Ich bin Sarah. Ich will meinen Attack machen. Ah, da oben ist noch einer. Nee, der hat mich die ganze Zeit abgeschossen. Alright. Ich komme einfach in deren Basis, töte alle. Raub sie auch nur aus. Ich bräuchte einen Dendrolocus-Dings. Herausforderung gescheitert? Was? Ich habe wirklich mitbekommen, dass ich in einer stecke. Also muss ich das aktivieren und dann... Whatever.
you can't keep up with me. Aha, das ist ein Tor. Das Tor ist irrelevant, wenn hier ein Loch ist. Okay. So, der Stein wächst dann durch das Gebäude? Fragezeichen. Aber was bringt mir das? Such nach dem Steuerschlüssel für den Extraktor. What? Gibst du mir einen Hinweis, was genau ich suche? Ein Steuerschlüssel. Ich habe hier alle schon verprügelt. Da hinten ist noch irgendwas. Nee. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Das Ding da? Oh, oh hi. Was geht ab? Ihr habt bestimmt einen Steuerschlüssel, oder? Let it rain. Zurück, bring refuge. I'll be back. Eins von zwei. Das war schon mal richtig. Ja, ins Obergeschoss. Komm, Coco, du schaffst es. Hier. Ist ein bisschen eng. Ein bisschen zu unangenehm eng. Nimm das. Wow. As you wish, mein Fräulein. Nein, nicht runterfallen. No escape. Alright, untersuche den Extraktor. Oh. Abschaltvorgang. Stelle sicher, beschütze den Extraktor. Ah, okay. I got it. Okay. Was ist das für eine Quest hier? Die so random. Bitte greift nicht den Extraktor an, Jungs. Ich möchte hier etwas herausfinden. Ich weiß zwar nicht was, aber... Let it rain. Go, go, Baron Bunny. That's close enough. Well, by royal decree. Rest and rebuild. Torrent, bring refuge. Mein Jellyfish macht ja... Scatter! Get him. No one escapes my sights. I'll be back. You are not welcome here. Aua, aua, aua. Go, go, bear! Billowing surge! Die Gegner unterbrechen einen viel mehr, die neuen. Und die haben auch alle Elemente, das ist voll fies. Shadow Raven, let night fall! Au! Hold the line! Lebt die andere auch noch? Propagate! Oz, repeat! Get him! Wo ist die andere? Ist sie gerade resettet? I'll race you there! Alright. Go, go, Baron!
Hier kommt scheinbar auch nicht sehr gut mit der Steigung klar, ha? Allow me. No escape. By royal decree. No rest for... Covenant of the deep. Sind wir jetzt fertig? Ich habe eine Chest bekommen. We should make the most of these supplies. Okay, okay. Das war sehr interessant. Sehr aufwendig für eine Chest. War jetzt nicht die schlechteste, aber auch nicht. Ich kam jetzt nicht dahinter, was mit diesem Extraktor ist. Hold the line. Odds reveal. Propagate! Germinate! Let it rain. Ja, gerade irgendwie Spaß mit Amber. Bet you can't keep up with me. Ich habe hier irgendwas markiert. Das ist ein Eingang zu einer Höhle, glaube ich. Ich ignoriere das mal. Glaube ich zumindest. Warum hier habe ich irgendwas markiert? Das ist echt überall. By royal decree. Er ist gestorben. Hm. Ach, da unten. Ich sehe das nur auf der Karte leicht. Aua, aua, aua. Amber! Hier unten war auch etwas. Ich habe es mir markiert, aber nicht gerade genau. Markiere mir das etwa. Achso, das war die andere Seite. Ich lösche das mal. Man sieht ja den Eingang. Hier steht 2. 1, 2. 3, 4. Achso, ist nur die Reihenfolge. Okay, okay. Bet you can't keep up with me. Aber dafür müssten die anderen aktiv sein. Also ich muss die 4-mal anschießen? Fragezeichen? Nö. That's more like it. You don't do anything for me. I'm disappointed. Dafür bräuchte ich die anderen Schalter. Scatter! Das ist der Ausgang. Yes, it is. Oder beziehungsweise anderer Eingang. Komm, wir schauen uns mal an der Höhle rum. Hier war ich noch nicht. Devan-Tackerberg. Devan-Tackerberg. Hat das einfach 3 Ausgänge? Ich war hier mich schon mal kurz drin. Okay.
Ja, behalten wir Amber mal kurz. Sie ist nicht so stark. Wenn sie irgendwie da ist, dann habe ich immer Angst, dass irgendwas Starkes kommt und uns killt. Gehen erstmal hier runter. Hallo, Celia. Ist da sonst gar nichts auf dem Wasser? Moment. Da hinten ist irgendwas Verdächtiges. Aber es könnte einfach nur eine Wurzel sein ohne irgendwas. Ich gehe mal dahin. Wir haben jetzt Kokomi Ulti. Irgendwann mal zu irgendwas gut. Es ist nichts. Renn, Kokomi! 3, 2. Ich weiß nicht, wie lange die hält. Nicht lang. Aha, was ist das? Hier ist wieder so ein Musikdingsbums. Vielleicht muss ich hier gar nicht sein und kann das gar nicht lösen. Aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Kommen wir sicherlich mit der anderen Quest auch nochmal hin. Dum, dum. Na komm. Ab in deinen... Und das andere ist unten. Hi. Hold the line. Oz, reveal thyself. Boah. Ich runterfallen. No. Wo ist denn der hin? Was ist hier eigentlich? Ein Dead End. Es gibt keine Dead Ends in Videospielen. Wo ist jetzt das andere Vieh hin? Warum bist du so weit oben? Was zum Teufel soll das? Warum? Okay, Propagate! wie komme ich da hoch? Du bist zu weit oben. Ich glaube, ich schummel jetzt einfach. Hä? Ich habe das noch gar nicht gecheckt, dass man die elektrifizieren kann, dass die Sprunghöhe höher ist. Ich habe was gelernt. Dank dem kleinen Scheißer hier. Alright. What trinkets lie veiled within this desolate Drück plain? mal den Knopf. Wenn das Wasser jetzt runter oder hoch geht, dann wäre ich nicht überrascht. Oh. Wir haben was entdeckt. Es ist nicht besonders weit runtergegangen, aber da hinten ist ein Eingang. Ich glaube nicht, dass wir da reinschwimmen können. Noch nicht. Vielleicht müssen wir das Wasser noch ein bisschen tiefer setzen. I'm not sure. Ah, hier geht's lang. Way. Nee, geht's nicht. Hier sind wir schon gewesen. Aber irgendwas mussten die ja freigelegt haben. Hallo, wir suchen noch einen Schalter. Ist er gestorben an dem einen Hit? Das war aber ein schwächlicher Pilz. Amber, warum lässt du dich hauen? I'll race you there.
Hier ist aber nicht, oder? Mir hat das nicht viel gebracht, das Wasserlevel runterzubringen, oder? Hier ist ein Loch. Da unten ist ein Dendrocranum oder irgendwas anderes. Was ist das? Ach, das ist eine Verwesung hier. Oh nein, oh nein. Und da sind noch Sachen. Also man kann auf jeden Fall das Wasser noch eine Stufe tiefer stellen. Moment. Da hinten können wir aber schon mal hin. Ich bin nur blind. Das ist ja interessant. Ist die Frage, ob ich diese Dinger hier kann ich noch gar nicht aktivieren, glaube ich. Ich habe so das Gefühl, wir sind hier irgendwo, wo ich noch nicht sein kann. Aber diese Funktion mit dem... mit diesen... Noten, die habe ich bis jetzt noch gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich damit interagieren kann. Ich glaube noch nicht. Ich denke, ich muss diese Aranara-Quest machen, oder wie die heißen. Nur so ein Gefühl. Weil in Inazuma war das so ähnlich. Da muss man eine ewig lange Sidequest machen, um eine bestimmte Funktion in der Welt freizuschalten. Ich habe so das Gefühl, das ist ja auch der Fall. Fragezeichen. Das ist nämlich das Einzige, das frei geworden ist, soweit ich das beurteilen kann. Und hier ist genau dasselbe. Und ich kann hier nichts mit dem Dendro-Dings machen. Vielleicht kann ich das abschießen. Hi. Pokémon. No one escapes my sights. Propagate! Verfehlt. Ich bin das unbedingt Ulti. Ich bin nicht sehr zufrieden. Ja, sonst ist, glaube ich, gar nichts hier. Also, ich muss einfach mit diesen Kugeldingern interagieren können, dann könnte ich hier wahrscheinlich weiterkommen. Aber dem ist nicht der Fall. Ich gehe mal auf der anderen Seite raus. Warte mal. Nee, mit dem komme ich nicht so weit darüber. Ich denke nicht. Okay. Es war ein netter Ausflug, aber...
Wir sind ja fast in Sumeru. Wir müssen noch 700 Meter laufen. Los, Ember. Du schaffst es, gegen das Vieh zu kämpfen, oder? Der lässt sich auch nicht täuschen. Gut gemacht. Ember konnte einen Mob alleine killen. Sie ist nicht mal schlecht ausgerüstet. Sie ist aber Level 80. Aber sie hat einfach keinen Damage. Bet you can't keep up with me. I'll race you there. Orientierung. Wir sind jetzt am Fluss. Hier ist Gandhara Village. Hier habe ich noch eine Markierung gemacht. Aber die brauche ich nicht mehr. Das war nur die Markierung, um die Sidequests anzufangen. Hier haben wir schon das Feld geklärt. Mal abfarmen. Verfolgung der Hilly-Churle. Schon wieder? Wo? Ich wollte einfach mal kurz den Ausblick gucken. Warte mal, hier ist auch ein Sternpilz. Das hatten wir heute doch schon mal. Scatter! Bring refuge! Allow me! No escape! Wings of darkness! Come, sever night from day! Odds revealed by... Hi! Le Goff. Le Goff. Yes, schon wieder. Schon wieder, zweimal am Tag. Geh einen anderen Weg, bitte. Den habe ich noch nicht geklärt. Ich erinnere mich an die Stelle, weil die in einem der Videos war. Im zweiten von Sumeru. Da habe ich einfach nicht gecheckt, dass man die Dicker dagegen schießen kann. Hihi. Tja, und wo ist das andere? Fragezeichen. Hat mir jetzt nicht geholfen. Es muss ja ein zweites geben. Oder? Jasmin ist so verwirrt. Hat die Position von dem irgendeinen Sinn? Zeigst du irgendwo hin? Weil ich sehe nichts. Ah, da komme ich einen anderen Tag zurück. Moment mal. An diesen Stein erinnere ich mich. Ich dachte, der eine Stein, der da vorne ist, ist derselbe wie da hinten. Aber es sind jetzt zwei verschiedene. Ich spreng den jetzt einfach in die Luft. Wenn ich treffen würde.
Ein Fischel. Controller. Wofür ist das dann? Ich geh mal gucken. Ja, ich weiß aber nicht, was abgeht. Ich mag diese Super Spross. Hier ist nochmal so ein Ding. Kannst du sterben? Oder muss ich den von unten angreifen? Das kann nicht sein, oder? No. Der rührt sich einfach nicht, der ist einfach aktiv. Und wofür bist du da? Das ist überhaupt nicht hilfreich. Egal. Moving on. Das ist wahrscheinlich irgendwas offensichtlich, was ich überhaupt nicht checke. Wir haben es zum Abend in die Stadt geschafft, immerhin. Scatter! Hallo. Gibst du mir etwas umsonst? Er kann mir keine Anweisungen erteilen. Ich bin eine einfache Angestellte. Das war nicht sehr hilfreich. We didn't miss the Sabzeruz festival, right? Nicht, dass ich wüsste. Let's hurry and find Dunyarzad. Ach, wie kann ich nur genug Geld sparen, um mir die Schmiede eine neue Axt mit einer Blumengravur anfertigen zu lassen? Oh, warum brauchst du eine Axt? Als Waffe natürlich. Ich bin zwar nur eine Hausfrau, doch früher war ich eine Söldnerin. Und ich finde es etwas beunruhigend, keine Waffe im Haus zu haben. Der Frieden ist kostbar, doch man sollte immer auf alles vorbereitet sein. Mag sein. Wenn doch nur mein nutzloser Mann das gleiche Bewusstsein hätte. Oh, Toxic! Kann ich ausreichend Bögen und Pfeile kaufen, um die Sicherheit des Hauses zu gewährleisten. Auch die Wartung und Pflege meiner Waffen darf ich nicht vernachlässigen. Danke für dein mystisches Verstärkungserz. Sehr interessant. Schau mir bla bla bla. Die falsche nur. Alright. Lesen wir mal das Board. Das Witzige ist, als ich hier angekommen bin, habe ich das Board gelesen. Ich weiß nicht welches genau, aber da stand so ziemlich, dass sie diese eine Dame in lila Kleidung suchen, die mir dann kurz darauf begegnet ist. Hier lang. Was ist das hier? Pinnwand. In letzter Zeit gab es eine Serie von Schmuggeleien mit Wissenskonserven. Sonderhinweis des Matras. Bitte nutzt die herkömmlichen Kanäle zum Wissenserwerb. Die widerrechtliche Erlangung von verbotenen Wissenschaften führt zum Entzug der Studienberechtigung an der Akademie. Ich habe eh keinen Bock auf Studium. Sorry.
Ich weiß nicht mal, ob das der richtige Weg ist. Ich habe so das Gefühl... Nicht. Ich war ja noch nie oben. Ich gehe mal hin. Hallo, kann ich einfach hier rein? Das sieht echt hübsch aus. Oh, wow, ich kann einfach reingehen. Okay. Ich dachte, die würden mich hier aufhalten, so. Aha. Ich weiß, ich bin wieder von der Quest abgekommen. Das Leben eines Gelehrten besteht nicht nur aus Forschung. Sorry, aber dass du dir mein Gemurre anhören musstest. Ich ärgere mich nur darüber, dass Gelehrte nicht einfach nur konzentriert forschen können, sondern sich auch noch mit anderen Arbeiten beschäftigen müssen. Die Organisation der Akademie, Tutoraufgaben, Kontakt zu den Kollegen, manchmal sogar Befragungen. Ach, wenn sich diese Sachen doch nur so natürlich ausnehmen würden wie die Pflanzen, die sich entfalten. Ich verstehe ja allmählich, wieso Tainari die Akademie verlassen hat. Alright. Wenn das so weitergeht, habe ich einen gebrochenen Hals, bevor das Problem gelöst ist. Du hast da eine komische Kette. Geht es dir gut? Mein Nacken. Ich habe Nackenschmerzen. Vielleicht ist das eine Erfahrung, die jeder Astrologe immer gemacht haben muss. Wenn man zu den Sternen hinaufschaut, legt sich ihr Gewicht auf den Nacken. Und ein Unglück kommt selten alleine. Die dramatischen Wahrsagungsinstrumente in der Akademie, die auf der Technik aus Fontänen basieren, werden aufgrund fehlender Haushaltsmittel nicht mehr gewartet. Die Gelehrten wie uns, die nicht an den Hauptforschungsprojekten teilnehmen können, müssen mit den primitivsten Mitteln auskommen. Wenn der neue Großkonservator doch nur mit dem Wert der Astrologie... Okay, auf bald. Danke für dein Interesse. Der einzige Trost ist, dass die Anforderungen an unsere Ergebnisse jetzt viel lockerer sind, weil die Akademie ein wichtigeres Forschungsprojekt hat. Jetzt finde ich auch mehr Zeit, mich um sich selbst zu kümmern, war alles klar. Ich habe gehört, dass eine vernünftige Ernährung dazu beitragen soll, die Sehkraft zu verbessern. Um sich dafür an bestimmte Nahrung zu gewöhnen, ist dann auch nicht mehr so schwer. Alles klar, er will seine Ernährung umstellen. Good luck. Er hat mir 10 Möhren gegeben. Was willst du damit sagen? Dass ich etwa zu viele Dioptrien habe. Seit Pir Kavus hat die Akademie die Mittel für Kshareva nicht mehr aufgestockt. Diese Leute da oben sagen, dass für ein stetes und friedliches Leben die Entwicklung und Verbreitung der mechanischen Technologie streng kontrolliert werden muss. Wer das sagt, kann auch gleich das ganze Akasha aufstellen. Ohne die langfristigen Investitionen von weitsichtigen Geschäftsleuten wie Herr Sangema Bay wäre unsere Schule der Baulehre schon abgewickelt worden. Noch was? In letzter Zeit gab es eine Serie von Schmuggelfällen. Alle Mentoren werden ebenfalls gebeten, die Kommunikation mit den Studenten zu verbessern. Dadurch soll das Risiko, dass Studenten durch zu hohen Druck beim Anfertigen der Abhandlung verzweifeln, vermieden werden. Alright. Also, das Schmuggel hat bestimmt damit was zu tun. Ich kann ja noch höher gehen, das ist ja cool. Gib mir mehr Möhren. Mugana. Ist das, warum es glitzert das hier? Nur so. Hallo. Du bist... Ich bin an diesen Ort gekommen, ich bewache ihn und werde bis zum Ende hier sein. Das ist der Rasan-Garten. Am Ende ist alles still. Es gibt ganz schön viele Blinde in Sumeru, ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe mindestens schon 3 Leute betroffen, die irgendwie Probleme mit Eyesight haben. Boah, das ist hübsch hier. Ich kann mal ein Foto machen. Mit Prinzessin Kokomi. Sinnieren wir über die Probleme der Welt. Hi. Warum müssen bei dieser Berechnung immer wieder ein Fehler auftauchen? Was berechnest du? Bevor ich auf deine Frage antworte, möchte ich, dass du über eine andere Frage nachdenkst. Wie ist Tevat beschaffen?
Antworte mir nicht, denk nur nach. Ich habe da einen neuen Ansatz. Wenn Tevat sphärisch wäre, würde das nicht eine Menge Fragen beantworten? Warum fließt der Ozean? Warum gehen die Gestirne auf und unter? Warum ändern sich die Temperaturen? Das wird alles perfekt durch einen sphärischen Kontinent erklärt. Wo steckt dein Fehler? Genau hier liegt das Problem. Meine Theorie ist offensichtlich makellos, aber wenn ich die horizontalen und vertikalen Linien auf der Oberfläche der Sphäre berechne, erhalte ich immer falsche Daten. Wenn ich das im Grundstudium doch nur die Mathe-Stunden nicht geschwänzt hätte. Alles nur wegen Vikram. Wer ist Vikram? Er hat mich eingeladen, mit ihm den Unterricht zu schwänzen. Wenn eine Stunde zu langweilig war, sind wir ins Stadtzentrum Kaffee trinken gegangen. Ihr habt das Leben, ey. Am Ende waren seine Grundkursnoten erstaunlich gut. Ich habe den Verdacht, dass er mich absichtlich zum Schwänzen verleitet hat, aber selbst nachts studiert hat. Warum gibst du ihm dir die Schuld? Wie die Zeit vergeht. Ich kann nicht glauben, dass er jetzt Kandidat für den Großkonservator ist. Ich hoffe, er wird gewählt, dann kann ich den Leuten erzählen, dass ich den Unterricht damals mit dem Großkonservator geschwänzt habe. Bro, was ist mit deiner... Okay, ignorieren wir den Mann. Der war ja lustig. Also der Großkonservator, der kontrolliert die Finanzierungen? Fragezeichen? Denke ich. Okay, wir sind an der Spitze. Egal wie weit oben du stehst, du bleibst trotzdem auf dem Boden. Ich habe so das Gefühl, mit den Leuten, die ich hier geredet habe, nein. Hi. Hier kommen nicht viele Leute her. Möchtest du auch die Sterne betrachten? Der weite, unberührbare Himmel offenbart uns die Wahrheit der Welt. Zumindest glauben wir von der Himmelskunde das. Aber der Horizont eines normalen Menschen ist sehr eingeschränkt. Wer kann sicher sein, dass er selbst sämtliche himmlische Phänomene bemerkt? Was denkst du darüber? Sehen heißt nicht unbedingt glauben. In der Tat lässt sich der Blick bla bla bla. Wenn ich eine Matra wäre, würde ich dir sagen, dass Unwissenheit auch eine Art Segen ist. Aber die Unwissenheit des Menschen hat keinen Einfluss darauf, auf die Existenz wahrer Tatsachen, wenn man seine Augen verdeckt. Oh, habe ich schon zu viel gesagt? Sie ist einfach als ein Windstoß. Hä? Wenn man die Augen verdeckt? Sind die Leute bewusst blind? Fragezeichen? Ich will nur gucken, was da hinten ist. Was für eine Aussicht! Was ist das da hinten? Warum sind da so komische Zacken im... What the fuck? Fließt der Sand vom Himmel? Oder was ist das? Das ist hier. Da müssen wir mal vorbeischauen. Und da ist diese seltsame, umgedrehte Pyramide. Das sieht echt merkwürdig aus. Kann ich hier reingehen? Haltet ihr mich auf, schmeißt ihr mich rum. Heiligtum von... Aber wir sind jetzt dort, wo der Dendro-Arkon eigentlich drin ist. Oh, klopf, klopf. Ich weiß, ich bin sehr abgelenkt, aber ich will mal hier hochklettern. Wir müssen an die Spitze klettern. Es ist nicht anders, wirklich. Ja. Los. Dachte, hier gäbe es ein gutes Foto. Ich bin aber nicht überzeugt. Hier ist bestimmt eine Truhe. Wenn nicht, wäre ich enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Hier ist nichts. No. Wie ist das möglich? Okay. Aber da ist ein Dendrolokus. Uah. Ember, halt dich fest, Mann. Ha! Wir sind nicht umsonst. Wir sind nicht umsonst hier hochgekommen. Ja! Wo geht die Sonne auf? I don't know. Das ist jetzt mir zu pixelig.
down. Juhu. Komm, mach mir keine Angst. Hi. Uah. Okay, vergiss es. Wir machen kein Foto. Es gibt mir zu nervöse. Ja, okay, tschüss. Uah. Da ist noch ein Dendrolokus. Ja, ich mache halt irgendwie nicht das, was ich soll. Ich bin einfach nur am Rumlaufen. Doing. Okay, jetzt kann ich teleportieren. Und zwar zum großen Bazar in die richtige Richtung, hoffe ich. Das war aber nicht umsonst. Okay. Es war ein großer, langer Ausflug. Ich weiß nur nicht, wie man... Ich weiß nur nicht mehr den Eingang. Ich glaube, da gehen wir einfach den Spargel folgen. Amber müssen wir feuern, falls wir in irgendeinen Kampf geraten. Ich glaube, Kokomi carried eh alle, aber... Das muss nicht unbedingt sein. With you all the way. Ich find's lustig, der Typ heißt Jude. Nein! Ich wollte mit ihm reden. There she is! Dunyarzad, we're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Das ist ein wichtiger Festtag. Indeed. Wir wollen eigentlich nur fressen. The festival's Essen tomorrow. und trinken. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Yes. Of course we went. A lot of things happened there. Wir konnten keine Spur zur niederen Herrin Kusanali finden. Das ist eigentlich nicht so richtig. Unsere Fragen sind eher noch mehr geworden. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Sie kann doch mit dem Schiff fahren. Dia, you were eavesdropping. Hi, cutie. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So, Dia, please take some time to relax. Welcome. I'll be fine. Get your spices here. We've got all kinds. Also alle, die das Dendro-Element bekommen, wollen Krankheiten besiegen, oder? Wenn es zutrifft auf Tainari, der will die Krankheit des Waldes heilen, glaube ich. Und er ist Botaniker. Und der Typ aus Liyue, der Medizinmann, der will Tote zum Leben erwecken oder sowas. Fragezeichen. Keine Ahnung. Aber irgendwas stimmt da nicht mit den Dendro-Leuten. Und bei Collei ist es auch, dass sie eine Krankheit hat und deswegen das Dendro-Element trägt. Also es ist schon irgendwas damit zu tun hat. Even when you put it that way, it still doesn't... Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only Well, tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Paimon ist müde. Ab ins Bett. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Yeah. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready.
Des Morgens 1000 Rosen erwachen. Ist das der Hauptakt? Weil so heißt der Patch. Gut, ich wollte mit dir reden. Möchtest du Gewürze kaufen? Ich bin ein Gewürzhändler und verkaufe hauptsächlich Alltagsgewürze. Manche Gelehrten wählen die Gewürze auch selbst. Über einen Freund in der Goldbrigade habe ich sogar einen Weg gefunden, um die seltenen Padisara anzukaufen. Padisara. Solltest du etwas davon benötigen, werde ich dir gerne weiterhelfen. Kannst du die verkaufen? Das sind die hier in der Stadt... Oh, Birjani? Ach, das sind diese... Ein aromatischer Pilaf. Das marinierte Rohfleisch knusprig anbraten, alle Zutaten und den Langkornreis auf eine sehr kleiner Flamme ausquellen lassen und mit den Padisara garnieren. Das deftige Fleisch mitsamt dem vielschichtigen Aroma der Gewürze vermischt sich mit den prallen Reiskörnern. What the fuck? Ah, die kann... Wirklich, ich kauf die mal. Weil von denen habe ich echt viele, aber die wachsen hier in der Nähe nur und ich habe nicht so viele von denen. Was ist das? Ein Reisgericht? Das ist wie ein Nachtisch. Das sieht voll lecker aus. Ich hätte gern eins für 6000. Danke. Alright. Ich dachte, er würde mir eher so ein Rezept verkaufen. Das war ein bisschen schöner. Trink viel, iss viel, sagt er. Achso, mit dem habe ich schon geredet, als ich das erste Mal hier war. Geht zu den Wohnort. Die Reaktion Supraspross, finde ich, hört sich echt lustig an. Tschupp. Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Danke. Not für at alles. all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. Oh, if you Was don't morgen mind, angeht. how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia's still insisting on her covert protection. Yeah, it'll be... Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon started to really look forward to the Sabzeruz festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's Ich verstehe go now, Paimon, traveler. wenn sie das sagt. Ich habe auch Hunger. Did we oversleep? Nee. We should go meet Dunyarzad right away. Das sieht ja süß aus. Ich möchte ein Foto machen. Was ist das hier? Das ist so eine Vorschau auf Einrichtungshaus. Also den Teppich habe ich schon. Ich muss den noch bauen. Ich weiß auch nicht, was ich für ein Foto versuche. Ich möchte einfach irgendeins, wo der Traveler was tut. Propagate! Sieht aus, als würde er tanzen. Aber das passt nicht weiter. Gar nicht mal so einfach. Scatter!
Oder halt das hier. Passt halt gerade nicht so richtig. Let's walk the walk, talk the talk. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. Oh, it's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Schauen wir uns in den Ständen Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Entschuldigung. Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way! Let's go take a look! This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. Aw, Paimon's a little Paimon ist ein Fleischfresser. So, what's the Haftmewa feast you mentioned just now? It's another Sabzeruz festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukushifa mushrooms, lunar lotuses, Sumeru roses, sunsetias, capulatas, hara fruits, and zaytun peaches. So, the Sabzeruz festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like fowl, juicy meatballs, grilled steak? Was ist... Paimon versteht was falsch. Was ist das überhaupt für eine Zusammenhang? Das ist überhaupt kein Zusammenhang. Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible. Wir gehen dahin. Zwar ziemlich spät, aber wir gehen dahin. I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks. All right, how about we also check out some of these other stalls? Was sind denn die 7 Tugenden? Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those 2 things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it... It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Random? Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Also es klingt ganz schön willkürlich. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? Also kann ich ja ihm alles geben. Ich gebe ihm Sternpilz. Und... Es ist ja weird, dass man was zur Auswahl hat. Ich glaube, es ist völlig egal, was man hergibt, oder? Machen wir Stern und Stern. Sternmuschel und Sternpilz. Okay, one moment.
It's the moon. Paimon wants to take a look too. It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally speaking, the moon signifies... It means... Das Verborgene, mein Wait a Freund. moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass er irgend so ein Emblem auf dem Hut hat. They say the Sabzeruz festival was very ja. lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. Haben wir ein Date? Ich glaube, wir haben ein Date. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sabzeruz would be just as impressive. Für Nilo würde ich definitiv pullen. Ich mag ihr Design richtig gern. So, was gibt's hier? Food? Der sieht aber bunt aus. Oh nein, Kinder. Attention. Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. Was hat der für einen prächtigen Bart? Der sieht ja voll witzig aus. It's a weird guy with a weird hat. Ich mag den Typen. Hey, it's Dunyarzad. Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sabzeruz festival, the children have all grown very fond of you. The hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sabzeruz festival. All right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Knight Ferris! Just what is going on here? Paimon, frag einfach nicht. Frag einfach nicht. Ferris, the Night of Flowers, is another Sabzeruz festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? Yes. They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Whichever one. That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Some jelly beans. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Oni kabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Yes. Paimon wants the Sunsetia flavor. Ach, beklag dich nicht, wenn ich die falsche wähle. Paimon mag Sunsetia. It's alright. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Oh God. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Warum soll ich jetzt? Ich nehme 1. Ich muss, warte. Ich will das weiße Ding da links haben. Nein, also 2, 3, 4. Also muss es 3 sein. Ich will das weiße Ding da oben. Yes. Ich weiß nicht warum. Attention! That's unfortunately lavender melon. Alright. Tut mir leid, Paimon. Paimon thought you survived so many epic battles because you had incredible luck. But looks like Paimon was wrong. Paimon? Die Wahrscheinlichkeit war gegen mich. The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most important thing is that everyone has a good time at the festival. So please, take both boxes. Ich nehme Lavendelmelone. Paimon kann die Sunsetia haben. Thanks a lot, Knight
Kamellenritter. It's Hört sich night voll of witzig an. flowers, not night of candies. Paimon really wilted the carriageless night of flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sabzeruz festival. Ladet sie uns gerade zu sich nach Hause ein? How embarrassing. Habe ich Grund, nervös zu sein? Was geht hier vor sich? Alles klar, gehen nochmal zurück. Oh, warte mal, wir müssen ein Foto von dem Blumentyp machen. Er sieht so gelangweilt aus. Ich stelle mich jetzt einfach neben ihn. Alright. Sorry. Du. We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a Oh, die minute. wollen sie entführen? Boss, isn't that her? Hä, warum? That most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Da steht Anführer der Goldbrigade. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Homayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! No problem. Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're... Dia! Dia the Flame Main! No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Oh, hallo Jungs. Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Die Sicherheit ihrer Arbeitgeberin ist dir am wichtigsten, Paimon. You're right. All right, fine. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Steht Feuervision. Oh, ein Timer? Where are we going? Das ist ja ein unnötiger Timer. I don't understand. Oh, sind wir zu schnell gerannt? Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. I'm fine. My body always reacts like this whenever... You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Yeah, don't worry. Dia heißt Feuermähne, heißt das sie... Ich weiß nicht, ich glaube sie ist ein 5-Sterne-Charakter. Aber ich kann mich irren. My lady, traveler, found ya. Dia! You took care of them so fast! Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Nope. Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Sie hat einen Claymore? Oh nein. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think.
Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then. Hä, wie kann das sein? Sie kriegt von 2 Leuten Geld. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's Ach, final sie? round of preparations? Okay. Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunya? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. It's alright. Eine Bench. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. Wir haben einen Sonnenuntergang. Sieht voll schön aus. Wie schlimm ist dein I didn't Krankheitszustand? realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a Das secret. ist wahrscheinlich dasselbe, was Kolle hat. I was actually born with Elazar. It's terminal now. Can't believe it's Elazar. Das Gesicht vom Reisenden sieht ein bisschen zu schockiert aus. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, I know I will one day succumb to this. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here. And all the support I've Oh, received ich habe eine from schlechte Vorahnung. Ich glaube, Genshin wird sie umbringen. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world. Right? It's fine. As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Oh, right. Isn't it almost time? Yes, die Sonne ist schon untergegangen. Almost time for what? Isn't the dance of Sabzeruz about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sabzeruz festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time.
Let's see it, please. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da eine Cutscene geben wird, weil sie das so lange... Ich glaube, das kam auch in dem Trailer vor. Achso, ich war übrigens bei diesem Schmied hier. Und dessen Lehrling war eigentlich nur zufällig da. Das ist eigentlich ein Student. Und er hat irgendwie ganz viele Kinder, aber keiner von denen wollte sein Nachfolger werden. Und der hier, das ist eigentlich ein Gelehrter der Akademie und wollte einfach hier ein Praktikum machen oder irgendwie Geld verdienen, keine Ahnung. Und jetzt ist er tatsächlich der Schüler geworden. Also, das fand ich irgendwie süß. Aber er ist irgendwie noch im Studium und weiß nicht, wie er das und irgendwie das eine abbrechen kann ohne das andere. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Nilu! I wouldn't call it yelling. I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? Oh? But the Dance of Sabzeruz is one of the key parts of the Sabzeruz festival. If we can't perform it... The Sabzeruz festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. Grand Sage. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sabzeruz festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. Die Deutungshoheit liegt in ihrer Hand. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Möchtest du geschlagen werden? Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate Lack with me. of What you should be intellectual doing is finding credentials. workers to tear down this ridiculous eyesore. Lack of intellectual What? Credentials? Das muss ich mir merken. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Lass den Archivar vor dem nächsten Jinagaba-Tag einen Erlass zum Verbot öffentlicher Kunstveranstaltungen ausarbeiten. Also dieser Tag ist das nächste Mal, wenn wir ihn sehen werden. Wir werden definitiv das verhindern. Es ist so ein Tag, wo die Sachen entscheiden. Understood. I will inform him when I return. The Sabzeruz Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Was ist so griesgrämig? Nilu, are you okay? No, she's not okay. Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere on the stage? Ich mag, wie sie direkt sagt, lass uns irgendwo das machen, wo es geheim ist. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's all right. But you've been looking forward to the Dance of Sabzeruz so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sabzeruz festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sabzeruz festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay.
It's a promise. It will be a smashing success. Das ist absichtlich so. Sie reden extra so. Wollen wir uns noch etwas überlegen? It really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Milu's dance. Can't we do a private show? A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Milu and Dunyarzad promised to make the next Sabzeruz festival a success. But Dunyarzad is running out of time. Sie weiß das schon. Hallo? All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Power has begun to flow from... Habe ich wieder seltsame Träume? Warum schreist du mich an, Paimon? Also das, was wir gerade gehört haben, ist von dem Projekt, wo Tainari eigentlich mitarbeiten sollte, aber nicht wollte. Fragezeichen, das große, wo alle mit beschäftigt sind. Und die versuchen irgendwie Energie von einem X zu irgendwas anderes fließen zu lassen. Hello! Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. Warte mal, sind wir jetzt in der Timeline falsch? You seem kinda tired. War das jetzt alles ein Traum? Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Warte, Traveler? Shall we go? Let's start with Traveler? the stars over there. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind irgendwie in der Timeline falsch. Sure. Traveler? Why are you just standing there? Let's get going. Moment mal. Sind wir in der Zeit zurück, damit wir verhindern können, dass das abgebrochen wird? Dann sollten wir was anderes tun als beim letzten Mal. Traveler. Ich bin so verwirrt. What the fuck? Hört auf mit diesen Zeitreisen. You are quite well informed, miss. They're all plants. Actually, what is the Haftmewa feast you mentioned just now? It's one of the Sabzeruz festival's traditions. People used to set their tables with 7 different Moment foods mal. to symbolize Ich habe irgendwie ein Deja Vu. Wenn man den Staub betrachtet. In the form of the moon. Really? I thought it looked like some kind of food. Ein Psychotrip. The moon signifies Illusionen. It's escaping me for now. Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Ich habe den Satz schon mal gehört. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. Can we please stop and do something else? Where to next? Kann ich jetzt die richtigen Candies von Paimon holen? Das ist irritierend. All right, soldiers. Now that... Yes, Knight Ferris! What's going on? Is this a play? Ferris, the Night of Flowers, is another Sabzeruz fest. Oh, do you want some Yalda candies? What's the pic? Ooh, how And there's also Wenigstens können wir skippen. Great.
These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Ich wähle dich. Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Das war gar kein Glück. Traveler? Ich kann es nicht verstehen, aber irgendwie wusste ich, dass es Nummer 4 sein müsste. Ich fühle mich ein wenig seltsam. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Es tut mir leid, aber ich muss kurz weg. Oh, sure. Where are you going? You're just gonna walk off like Yes, ich werde mein Date abbrechen. Something is not right. Warum gehe ich zur Taverne? Der Traveler geht sie jetzt betrinken. Also offensichtlich muss ich verhindern, dass das Fest abgebrochen wird, aber... A feeling of Deja Vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. Exactly. Paimon also felt something like that today. So, why'd you run here in such a hurry? Um etwas zu machen, das ich sonst nicht mache. Mal schauen, ob wir es schaffen, das Déjà Vu loszuwerden. So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of Deja Vu. Welcome, you two. Welcome. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got Kokoskohlenfladen. it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Coconut charcoal cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Mhm. Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. Nein, ich will nur Paimon ärgern. That thing? Are you really gonna eat it? Isn't this going a bit too far? Wohl bekommt's. How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Es schmeckt eigentlich ziemlich gut. You mean... Das habe ich schon einmal gegessen. That's impossible. We were just talking about how gross it looked. So, would this be a case of taste bud deja vu? Nein, ich muss diese Methode schon versucht haben. Es lässt sich nicht einfach so abschütteln. Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we are regulars. Also, haben wir irgendwie Erinnerungen von jemandem anderen? How about we go out again and try something else? I'm confused as F. Das ist ein interessantes Storytelling. What is going on? Ich will mal hochgehen. Oh. Aber wir wissen, dass Dunyarzad überfallen wird und dann wird das Festival abgebrochen. Abgebrochen durch diesen komischen Typen. Können wir den nicht einfach aufhalten auf dem Weg dahin? Indem wir irgendwie ihn ärgern. I don't know. Ich habe gerade nicht mehr irgendeine Ahnung, wohin die Story führt. Ehrlich gesagt. Hey, Dunyarzad is sitting by yourself on that bench over there. Jetzt haben wir ein deprimierendes Gespräch. What a coincidence, Dunyarzad. We meet again. Oh,
I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so... Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? Die Kamera. I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sabzeruz festival, and you've been looking forward to it so much. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you. Also ich glaube, die Göttin mischt einfach sich ein, damit sie den Tanz sehen kann. Es tut mir wirklich leid. It really is fine. I don't mind. Hast du nichts Ungewöhnliches bemerkt? Mir sind einige seltsame Dinge passiert. Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Nilu's Dance of Sabzeruz is about to begin. Kann ich nicht einfach sagen, das wird abgebrochen? Es ist irritierend. Müssen wir durch den ganzen Tag nochmal? With your lack of intellectual credentials, mein I do Lieblingssatz. not believe you are Lack of qualified to intellectual debate with me. credentials. When we return, have the scribe draft an ordinance. Understood. I will... The Sabzeruz festival. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. It's okay. But you've been really looking... It truly is unfortunate, but I don't want... True, but... The next festival. Wait, what did you just say? No, nothing. I'll be heading back to rest. Paimon can't believe what those heartless geezers did! Ich weiß nicht warum, aber ich bin gar nicht überrascht. Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some... Yes, also gehen wir wieder schlafen und am nächsten Tag ist wieder dasselbe. So, in the end, you still couldn't figure out what that deja vu feeling was all about? Maybe it really was because of exhaustion. Mein Kopf ist sehr schwer geworden. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Oh mein Gott. Observing a modest drop in the output of jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor the variances in the data and find the cause as soon as possible. Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. Oh nein, es ist eine Zeitschleife. Können wir bitte ausbrechen, denn das macht mich ganz verrückt.
Also die Göttin will irgendwie Zeit gewinnen. Good morning, Dunyarzad. Not at all. Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. I'm doing well. There's no need to worry. Aber jeden Tag ist sie ein bisschen Shall we müder go? als vorher. Great idea. Let's get going. Traveler? Das ist ein starkes Déjà Vu. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the sub. Er wird nicht langsam misstrauisch. Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Jetzt kann ich nur noch Nummer 4 nehmen. Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is... Paimon knew he always had incredible luck. Warte, Nummer 1 ist Echsenschwanzgeschmack, Nummer 2 ist Harafruchtgeschmack, Nummer 3 ist Lavendelmohngeschmack und Nummer 5 ist Unikabuto. Paimon's not really interested in the other flavors. Ah! Wait a minute. Wait. How did you know? What? He was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Das ist Mind echt reading? creepy. X-ray vision? Or some kind of magic trick? Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? Oh, das war creepy as F. Hey, where are you going? Sorry, Date abbrechen. Wir haben... What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kinda rude, you know. Yes. Da oben. Alright. Catch the god. Das ist trippy. Ja, sie ist ja die Freundin von ihr. Sie will, dass sie das Fest richtig hat. What are you looking for? Why did we come here? Traveler? Wow, oh mein Gott. Paimon, Entschuldigung. That's... Hallo. Can we talk, please? Look! That's... Isn't that Dunyarzad? Aber sie war eben noch bei uns. What's happening here? Why are there 2 Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sabzeruz festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon.
You know Paimon? Aktivieren wir sie gemeinsam, Paimon. Einfach so. This seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? Das sind die Erinnerungen vieler Tage. This is our 20th time at the Sabzeruz festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sabzeruz festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. Oh, okay. Hi, Micha. Ja, alles gut. Ich bin mitten in der Quest noch. Und es ist ein bisschen verwirrend. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Wie können wir aus diesem Zustand ausbrechen? Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Du hast dich schon vorgestellt. You passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait. Please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sabzeruz festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. Also, dieser Samsara-Zyklus wird ausgelöst durch die Experimente, die da oben betreiben. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? Trittst du in den Zustand Nachsinn ein, kannst du einen beliebigen Text wählen, um ihn zu interpretieren. Du kannst den Text analysieren, um möglicherweise einen neuen zu erhalten. Interpretierte Texte können als eine Schlussfolgerung eingereicht werden. What? Einige entschlüsselte Texte können miteinander assoziiert werden. Wähle einen anderen Text und drücke auf Assoziation starten. Du erhältst einen neuen Text. Und dann kann ich die Schlussfolgerung. Also. Ergebniszeichen müssen wahr sein, das hat nichts mit nichts zu tun. Also das the da. Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Ja. Er meinte vielleicht. Also man überlegt. We've already experienced the Sabzeruz festival many times. Wow, Ether hat The day of the Voice Lines. festival seems to be in a perpetual samsara.
Also es gibt keine gültige. I can't seem to cohesively piece everything together. Also die Rede des... The Grand Sage said, "Go celebrate the..." Warte mal. Ich verstehe auch nicht dieses System. The Grand Sage said, "Go celebrate..." What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. Verlassen? Wait a second, warum hat es eine golden geglüht? So, with what you know so far, what do you think the truth is? Diese alten Säcke machen irgendwelche Experimente, deswegen sind wir gefangen. Okay, warte mal. The Grand Sage said. Aber nicht alle können, also man kann nicht jede Sache mit allem interpretieren. Warum? The moon, illusions and lies. Also ich muss erstmal alles machen. Feels exhausted. Mhm. War das Samsara? Also ich muss das assoziieren. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. Mhm. The Grand Sage said. We've already experienced the Whatever. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Dunyarzad. The Sabzeruz festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sabzeruz festival. And to do that, we need to figure out what's happening. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed. Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go. Kann ich jetzt durch die... What the hell? Frage nach Hinweisen. Hey there! Hey, it's you guys again. She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Kommt es dir so vor, als seist du an einem einzigen Tag gefangen? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. To put it another way, if you really think about it, was yesterday
truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? Also bis zu diesem Zeitschleifen-Ding fand ich die Quest gut. Aber Zeitreisen oder sowas in der Art bin ich nicht so ein Fan von, egal in welchem Medium. Weil es einfach verwirrend ist. Ist wie ein Psychotrip gerade. Didn't you know that no one dreams in Sumeru? No one dreams in Sumeru ist unser Hinweis? He actually has a point. True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Vielleicht können die Leute nicht träumen, weil sie die Träume mit diesen Akasha umwandeln, benutzen? Fragezeichen. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ist das nicht klar, ob es mit deiner Weissagung zu tun hat? I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Also wenn du jetzt noch nicht so weit bist, dann würde ich dir empfehlen, nicht weiter zu schauen hier, weil ich glaube, das würde zu viel spoilern. Help you better understand it? So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Wir sind in einem Tag gefangen. Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said... Are you serious? I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. Okay. The moon, illusions, and lies. When you say it like that, the divination does sound like it's related to... Könnte aber einfach nur Zufall sein. I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. Es könnte ja auch alles, alles... Was passiert? So that's how it is. Looks like fortune telling is just fortune telling. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Versuchen wir ihr die richtige Dunyarzad zu zeigen. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. Alright. Muss noch nebenbei meine Wäsche aufhängen. Meine Wäsche ist schon aufgehängt. Nur ein wenig aufgeschürft. Timing. Both of you are here. Paimon, traveler. Dia? You came at just the right time. Listen, there was a dangerous Ja, eine Bandenentführer hat dich gerade aus dem Hinterhalt angegriffen. You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Dia, dein Großschwert. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Ja, ich find's krass, dass Isa endlich ein paar Lines bekommt. My mind feels exhausted. People in Sumeru don't dream. Das hier. Dein Großschwert hast du verkauft. Du hast dich verletzt, weil du dein neues Großschwert nicht gut führen konntest. Dein altes Großschwert hast du nämlich verkauft, um das Fest zu unterstützen. I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? Dia, du musst uns helfen. So this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear.
Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. Hast du keine Veränderung an Dunyarzad bemerkt? She's quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. Sie ist am Verrecken. My lady, are you angry? Komm mit mir. Ich zeig dir etwas. All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. Ich will hier raus. I don't like time traveling. Der sieht auch ziemlich müde aus. Was kann ich für dich tun? Ich bin wohl gerade eingenickt. So müde? Eher gelangweilt. Glaubst du, an einem lärmenden Ort wie dem Theater fühlt es sich so an? Es ist niemand von der Akademie, bla 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 bla. Okay. Ja, bei mir ist alles klar. Wir sind zurück. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad. Oh Gott, das wird immer verwirrender. Aber sie riecht die. Sie hat eine gute Nase. Send something, please. Hold on. Over there. Is that? Du kannst sie aber nicht sehen, oder? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Weil sie auch zu dieser Spezies gehört mit den Her Ohren. condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sabzeruz festival has been repeating itself. Du beginnst mit Deja die Situation zu besprechen. You think the sages are behind this? I think so too. Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sabzeruz festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Nahida, hast du Informationen zu den Akasha? Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. Aha, das göttliche Herz. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. Hast du eine Idee? Und was nimmt sie von denen? I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom?
Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Das Wissen von Akasha kommt vor allem von Irminsul. Oh yeah, that sounds about right. What do you think? So viel nachdenken. What do you think, Traveler? So, Informationen. Okay. Nahida said the Akasha relies on the power of a nose. My mind feels exhausted. What's happening right now seems to have... People in Sumeru don't dream. Okay, Nahida said the Akasha relies... Also... Also, wir sind erschöpft wegen den Akasha? Das könnte ja... You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge... You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Aber wie macht die Akasha das? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? They are searching for something. Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. I don't love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird, aber... I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. Alle legen ihre Kontrollgeräte ab. How does everyone feel? Ehrlich gesagt, ich habe noch etwas anderes bemerkt. Huh? What is it? Ich habe den Eindruck, am Ende jeden Tages höre ich einen Tick. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha term. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Ich habe es auch in Ormos gehört. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Oh, creepy as F. Traveler, did you hear that? Yes. I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep. We took off our Akasha terminals. Der Tag geht trotzdem um. Wow, Igitt! Phase 1 time has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. Also sie versuchen irgendwas damit zu machen, aber kriegen es nicht gebacken. Die opfern jetzt die Bevölkerung für ihre Zwecke. Wahahaha. Alright. Was ist hier los? Das wird immer creepiger. Ja, Jetzt gehen wir noch durch ein paar Tage. Und Dunyarzad ist kurz vorm Verrecken. Alright, können wir nicht einfach oben einbrechen und die kalt machen? Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. Am Ende der letzten Nacht. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? Haben wir nur geglaubt, wir hätten das Akasha abgelegt oder wurde uns eine andere Form von Kontrollgerät eingepflanzt? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. Das klingt grausam. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon.
The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Okay then. Dia helped us a lot yesterday. Alright, try to go again. Gut, dass wir das skippen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will hier raus. Das ist auch interessant, mein Kopf tut schon auch langsam weh. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Warte, kurz, irgendwas stimmt hier nicht. Dia? Sie ist nicht verletzt. Why are you both gawking at me like that? Ah. You didn't get hurt this time. Sie wusste schon, wie er angreift. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Hast du dich denn an dein Großschwert schon gewöhnt? Ja, durch das Training jeden Tag. Shh. How did you know about my greatsword? So Dia's lost her memories after all. Hast du dich irgendwie seltsam gefühlt? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Das liegt daran, dass wir die Kontrollgeräte abgelegt haben. Das wäre das erste Mal, dass so eine Veränderung auftritt. Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Kann es sein, dass wir uns schon befreien? Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. Wenn der Tag vorbei ist, wissen wir es. I have no clue what you two are talking about. So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around? How did you know what I was gonna say? Forget it. Tick-Tack. Oh, die haben so viel Artwork. Müssen die Leute nicht essen? Das ist echt irritierend. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today. Do you think the Samsara has been broken? Nee. Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. Das ist ein gruseliger Gedanke. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sabzeruz festival. Ich glaube, Nahida will darauf hinweisen, dass Tevat, also diese Welt, in der Genshin spielt, in einem Zyklus unterworfen ist, von dem wir immer die Ruinen sehen und so weiter, aber irgendwie noch nicht so klar ist. Aber das wurde schon öfters mal angedeutet, dass diese Welt quasi nur künstlich ist oder entworfen zumindest. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. That's a good Ratschlag, meine Kleine. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Yes. Hold on, what did you just say? Oh no, Did bathroom Paimon talk. hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. Ja, sie sagt That's Menschen. why I suggested you could try Sie hat that. sich geoutet. It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Wir ruhen uns aus. Bis morgen. Even though it's
and lively at the Sabzeruz festival every day. It feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Oh mein Gott, das ist okay. Fahrt mit der Ernte fort. Was suchen die denn? Ich glaube nicht, dass sie nur ein Gesamtwissen abschöpfen wollen. We're still in the same day. Sieht aus, als wäre es nicht so einfach. Weil am Anfang, als wir in die Stadt gekommen sind, sagten die hätten die Akasha-Kontrollgeräte auch nie zu Reisenden einfach so ausgegeben, sondern die haben das erst seit neulich gemacht. Das hat alles mit diesem Projekt zu tun. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. Das ist fair. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often. Paimon thought the Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Also die Zeitschleifentheorie hat sich als falsch entpuppt. Why are you scrapping your previous theory? Wegen Dejas kämpferischer Weiterentwicklung. Oh yeah, you're right! Gosh, how did we not notice that? So, what's your new hypothesis? Let's think. The moon, illusions. Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycle. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. We've already experienced the Sabzeruz festival many times. Also es zeigt mir, dass ich das hier die Assoziation vorbereiten soll. Mit was allerdings? Weil wir das schon 1000-mal erlebt haben? What? Also Erinnerung täglich löschen. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. Also der Tag ist gar keine Zeitschleife, sondern wir vergessen einfach nur, dass wir den Tag schon hatten. Aber dann würden da irgendwann welche Reisenden in die Stadt kommen und bemerken, dass immer derselbe Tag abgeht, oder? I'm so confused. Alright. Unsere Erinnerung wird jeden Tag gelöscht. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sabzeruz festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. Und Nilo übt jeden Tag für das Fest zu tanzen, also müsst ihr auch OP tanzen. A brilliant deduction. Alright, hilft uns das? Tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. We rely too much on perception. That isn't simple at all. Das stimmt also immer noch nicht. Why don't you go talk to Miss Dia again? Right. Again and again. Let's find our latest clue after all. Let's go. Alright. Ich kann nicht mehr, Nahida. Könnten wir einfach damit aufhören, bitte? Oder machen wir ein Foto zusammen?
Oh, kann ich nicht die Stadt verlassen. Sieht süß aus. Und Ether, der Traveler, hat endlich Voice Lines, also gesprochene Dialog. Zunehmprogramm. Wieso versuchst du zuzunehmen? Die Leute sind in letzter Zeit sehr fokussiert auf ihre Körper, habe ich das Gefühl. Nicht, dass es was Falsches wäre, aber ich frage mich. Dia. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Und wer sagt das? Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Yeah. Truth be told, Greatsword? I also think it's pretty strange. Traveler, could you explain the situation to her today? Palmer hat schon zu oft gesagt. Kommen wir direkt zum Wichtigsten. Oh, that works. Also dir. Der Grund, warum du jetzt so gut mit deinem Großschwert umgehen kannst, ist ... Jede Nacht verschwindet die Erinnerung an den feurigen What Tag. happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes. Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sabzeruz festival day after day, then what happened to the things we used? The money we spent, the food we ate? Oder die Leute, die in die Stadt kommen. Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Wenn wirklich die Weisen dahinter stecken, wenn sie die Daten aus Akasha und die Ressourcen der ganzen Stadt nutzen. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. Das ist ein bisschen sehr umständlich. It's not very likely, but it's also not impossible. Das ist wahrscheinlich nicht korrekt. It is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? Yes. That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. True. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Yes. Is it really impossible? It's impossible. What if they use some fancy machine No, to it's carve unlikely. every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Dann können wir diese Möglichkeit ausschließen. Hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late.
I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Alright. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? Yes. But at least we've reached some other conclusions in the Wir befinden meantime. uns nicht in der Zeitschleife, wir befinden uns auch nicht in der Realität. Yep, that's Vielleicht true. sind wir in einem anderen Ort. Irgendwas kommt mir auf einmal faul vor. Strange? Paimon feels like everything's been strange. Warum haben wir nie darüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen? Huh? Leaving the city? You're right. It's really strange how we never thought of such a simple solution. Ich glaube nicht, dass wir... Paimon can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Ja, ich glaube nicht, dass wir sie verlassen können. Wir sind in der Matrix. Das ist die Lösung. Wir sind gar nicht hier. Das ist sehr merkwürdig. Stecken wir in einer Erinnerung? Stecken wir in einer Wissenskapsel? Alles ist so... Das ist so weird. Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Wir haben wieder was ausgeschlossen. Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Haben wir noch nie versucht, die Stadt zu verlassen? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. Oh nein. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Dann vielleicht bringt uns gerade das den Durchbruch. Yep. Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Und was sagt unser Tick? Our memories are back. Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Los geht's. Was möchtest du sagen, Paimon? Traveler, aside from your... Listen to it? Can't go back. There are countless spaces here. Our Sabzeruz festival in Sumeru City is just one of them. Was ist meine eigene Stimme? Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, also wir haben versucht, die Stadt zu verlassen. Und nicht mit Nahida sprechen. Kann ich den Teleporter freischalten? Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just business matters in advance. Also man darf die Stadt nicht verlassen. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question... Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. Don't ask. Just do. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Anscheinend vertrauen die Leute der Akademie dir nicht. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. Können wir den nicht einfach ausnocken? It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands.
This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Paimon, du bleibst hier. Why? Unsere Erinnerungen können sich ändern. Wir müssen hier jemanden als Zeuge zurücklassen. What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together. Wenn wir zusammen rausgehen, wird es genauso sein wie zuvor. Weil wir haben das schon zweimal gemacht. Okay. Paimon will wait for you. Paimon, deine Erinnerungen sind jetzt safe. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Yes. And please, be careful. Das erste Mal, dass Paimon sich vom Traveler trennt. Wir sind geschieden. Memories. Versuchen wir die Stadt zu verlassen. Los geht's. Was ist los? Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Ich habe was versprochen. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Entschuldigung, Paimon, ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber... ich werde dich nie verlassen. Okay. Sind wir doch verheiratet. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Hast du dich nicht geehrt? No way! Paimon was watching you with the fullest attention. Das glaube ich. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory? Ich erinnere mich nicht mehr an gestern. I guess that explains everything. Das ist ein Kontrollsystem. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? Es ist nicht nur verboten, Sumeru zu betreten und zu verlassen, auch die Erinnerungen derjenigen, die die Stadt verlassen, werden gelöscht. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Könnte etwas anderes hinterlassen werden, wenn die Erinnerungen gelöscht werden? Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. Oh Mann. Wir sind in irgendeinem seltsamen System gefangen. Jeez, das hört ja nie auf. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha term? You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city.
We'll never know until we try. At least, let's Ein go Versuch then. ist es wert. Let's expose those sages. Du musst wieder hier bleiben. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Bis morgen. Okay. See you tomorrow, Traveler. Also ich hinterlasse ihr eine Nachricht, weil ich selbst vergessen werde, was passiert. Everything that's happened so far. Also die Nachricht, die von mir gesendet wurde. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Yes, Okay. und das war. Now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sabzeruz festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru City space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. Vielleicht waren die anderen Räume so Testräume oder andere Programme. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. Der Mond ist der Schlüssel. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Oh mein Gott. Why did the message end right there? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Oh, so that's what it is! Es wird einfach ein neuer Raum gebaut. The final space, the Sabzeruz festival, also disappears. And Zurückgesetzt. we're taken to the next day. Das ist ein Computerprogramm. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Sie gibt schon so Hinweise auf das Gesamtbild. Okay. Aber sind wir denn Lösungen nah? Gib mir einfach etwas Zeit. Ich muss meine Gedanken ordnen. Phoenix Wright. Eieiei. Ich gehe zu der vertrauten Bank und ordne meine Gedanken.
Traveler weiß, dass wir in einem Computerspiel sind. Das ist echt mein Fuck. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. So, let's do this. The dance of Sabzeruz is about to begin. I'm going to go watch it. Das ist schon diese Zeit. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Vielleicht stirbt sie bald. Okay then. See you later. Oh oh. Have you figured it out yet, Traveler? Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. Ja, hast du mich extra hierher geschickt, um Dunyarzad zu sehen. Und jetzt schickst du mich wieder zurück. Ich glaube, Dunyarzad ist gestorben. Kann das sein? Ich traue es euch zu. Das war die Suche nach der Wahrheit in fünf Akten. You're back. I've been waiting forever for you two. Are you ready to take your Sabzeruz exam and graduate from the festival? Yeah, hopefully. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. The moon, all the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest, except these have no sign of human presence. We've already experienced. Okay, Nick. Also ich muss das hier nehmen. Die träumen nicht. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Genau. Und dann? Die Wahrheit des We are Traums. all in a dream. Those spaces remind me of dreams. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. Aber wofür? And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Aber warum klaut die Akasha die Träume der Menschen? Das wurde ja schon immer so gemacht dann. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Die Matrix. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? It compiles the wisdom of the entire, and it grants knowledge to the people. It is the manifestation of the God of Wisdom's. The Akasha relies on the power of a gnosis. Warum kann die Akasha das machen? Wahrscheinlich das, aber ich weiß es nicht. That doesn't sound right. Dann let's do this. That doesn't sound right. Das ist die Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit. Was hat das damit zu tun? Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. Aber wofür? But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it
I'm confused. Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. Guten Appetit. Ich werde essen, wenn das hier vorbei ist. Träume sind magisch. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, okay, das ist dann eine Voraussetzung. Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions. Also vermissen sie sie gar nicht. No one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the Academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Aber die Weisen scheinen sich nicht damit zu begnügen. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night. Those dreamscapes kept vanishing, but as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." To your heart's content fehlt in der Übersetzung. Aber er meint damit, so viel ihr wollt im Endeffekt. My mind feels exhausted. We've already experienced the Sabzeruz. Das hier? Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sabzeruz festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. Also sie lassen alle Leute träumen gerade. Absichtlich. No one is any the wiser as another day passes in the dream. People wake up to yet another dream about the Sabzeruz festival. The dreams that belong to Und alle werden müder und müder und exhausted. So, this is like a dream factory. And the Akasha is a dream harvesting machine. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Sie steht auf Analogien. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? So you noticed. Du bist die niedere Herrin, Kusanali. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für die Fragen. Yes, those can wait until we're back in real life. Wie können wir in die Realität zurückkehren? On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Warum kannst du uns nicht direkt die Wahrheit erzählen? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own... Vertrag die Menschen nicht so Your gut. notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing.
Sie ist süß. Aber ich weiß nicht, ob ich sie spielen werde. Wie können die Weisen das tun, ohne dass es jemand merkt? Firstly, the stream we're in is completely based on reality. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. Ah, okay. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sabzeruz festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendril can a person gain the Dendril element's dream-enhancing power. That explains the feelings of Deja Vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sabzeruz Festival Samsara. Well, das ist ja furchtbar. Wie können wir raus? Die Nebenwirkungen haben wir eigentlich schon gesehen. Warum haben sie den Traum von Sabzeruz festgewählt? Weil alle glücklich sind und sich darauf freuen und deswegen weniger merken? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Was machen sie damit, ist die Frage. Do you have any information? Du fragst mich? Oh, wir kommen weiter. The Grand Sage said, okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a nose. Those spaces remind me of... Celebrate the birth of that god? Could it mean... Das ist eine offene Antwort. Das heißt, sie meinen diese Göttin, aber sie fokussieren sich auf die andere Göttin? Die feiern wahrscheinlich die andere Göttin gerade, deswegen haben sie diesen Tag gewählt und hat nichts mit Kusanali zu tun. Can humans really keep dreaming forever like this? You might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate, especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! Oh, das ist gut. Ich habe keine weiteren Fragen. Saving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sabzeruz Festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. Well, this is poetic. What do you mean? A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Ja, bitte. Ich habe keine Lust mehr. What the fuck? Genshin tut mir was an gerade. Nahida, die Kleine ist weg. Wait, now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Oh nein, sie ist gestorben. Oh nein! Hey, what's wrong, Nahida? Dunyarzad, ist das, heißt das, sie I'm ist... afraid that what you're thinking right now is correct. Ouch. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality.
After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Ja, sonst wäre sie gar nicht da. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... Ah, du bist eine sehr gütige Göttin. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon... Competent? I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzeruz festival with so... Please don't beat yourself up over it, Nahida. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great! But although the Sabzeruz festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Was Vorstellung ist der Ausbruch aus der gewohnten Welt? Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, Sie meinte, den Traum zu steuern. The dream will respond in kind. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, was tun wir, wenn wir den Besitzer gefunden haben? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be Wir müssen den Horst finden, den Horst. How do we find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. Nee, es muss jemand sein, der gut schlafen kann. Even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Naringo! Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need Ich werde to das end. hier zu Ende bringen. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Vielleicht ist sie einfach nur ohnmächtig geworden an der richtigen Welt und vielleicht lebt sie noch. Wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Nee, ich denke nicht. Für einen Wissenden wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. Umgekehrt ist es für einen Unwissenden schwer zu erkennen, dass er im Traum ist. Huh. That
true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control. So, who do you think the host of the dream is? Der Blumenritter, der im seltsamen Kostüm. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sabzeruz festival, right? Das kommt mir ja nicht sehr schlüssig vor, aber ich glaube, so der uninteressanteste Mensch, der die ganzen Tag dasselbe macht, dem würde das nicht auffallen, wenn er träumt. Naja, egal. Wir nehmen es einfach mal so hin. Ich will hier raus. Oh Mann, das war die... Ich würde fast sagen, die anstrengendste Archon-Quest überhaupt. Aber ich wollte die jetzt echt nicht unterbrechen. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Wir müssen dir etwas sagen. Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? Stell dir vor, dein Wunsch wird direkt vor deinen Augen wahr. You want me to make a wish? Is that a new Sabzeruz festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Alles klar. Oh. Kannst du nicht etwas Materielles? She looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. Yes. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Ferris Knight of Flowers is because I'm special to her or something. Ja, Genshin, tu uns das jetzt nicht an. Willst du auch noch eine Liebesgeschichte reindrücken, die dann tragisch endet? So, you have a crush on Dunyarzad? Ja, machen sie, genau das machen sie. Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she always is placed obvious. the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sabzeruz festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. So 50 years, viel? 100 years, I'll serve her till the end of time. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. A little bit, but it's okay. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Ich hoffe, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Ist es jemand anderes? Fucky? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Und jetzt? It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Ich glaube, wir prügeln sie einfach mal, um Frust auszulassen. Huh? But Dia can handle them. Hey, traveler! Oh, it's you. Great timing. Please take... Du
bist es, genau zur richtigen Zeit. Nimm Dunyarzad erst weg. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Yes, but los. You... fine, alright. Knock yourself out. Anyway, watch yourself. Ich prügel mich jetzt erstmal um die. Ich habe zu viel Denksport gemacht. So you got yourself some backup. Suit yourself. Ich glaube, das haben sie jetzt einfach eingeführt. Propagate! Spring forward! Flash! Thrust and remix! By ruins, billowing surge! That's close enough. Ah, noch mehr. Interesting. Oder die waren schon da und ich habe sie nie bemerkt. Allow me! Glory to the Shogun! Oz, reveal thy... Paimon? Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Yes, ich bin nur ein bisschen böse auf mich selbst, dass ich so lange gebraucht habe. You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sabzeruz festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She Was said wollte it was sie holen? because she had forgotten something. Ich habe das ganz vergessen. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. Vielleicht ist She das ein pointed it out Hinweis. to us the night before the Sabzeruz festival. Sie wollte irgendwas holen. Und vielleicht ist es in der Realität auch relevant, wo sie dann schon tot ist. Even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Yeah, it's really desperate. Hey, the windows are unlocked. Okay. Paimon's gonna take a peek Paimon. inside. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open? Wow, endlich habe ich diese Aufzeichnung am Vorabend des Festes fertiggestellt, was fast 16 Tage gedauert hat. Da ich davon ausgehe, dass ihr nach dem Sabzeruz-Fest bald wieder auf Reisen gehen werdet, möchte ich sie dir spätestens am Tag des Festes geben. Ich habe alle überlieferten Erzählungen über die niedere Herrin Kusanali zusammengestellt, indem ich während der Vorbereitung des Festes die Einwohner in Sumeru befragte. Auch wenn ich viele Leute, die ich befragt habe, kannten wenige nur etwas über die niedere Herrin. Ich hatte jedoch Hoffnung, dass diese Aufzeichnung bei dir bei der Suche helfen kann. Das Wasser in der Nähe von Gandhara war einst verunreinigt und man musste weit gehen, um Wasser zu schöpfen. Doch eines Tages stellten die Einwohner plötzlich fest, dass das Wasser dort wieder trinkbar wurde, und einige meinten, sie hätten in der Nacht zuvor einen grünen Lichtschein in der Nähe der Wasserquelle gesehen. Alle glaubten fest daran, dass es die göttliche Kraft der niederen Herrin Kusanali sein müsste. Hört sich ziemlich glaubwürdig an. Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich immer zu viel Angst vor der Dunkelheit, um nachts zu schlafen, aber eines Tages fing eine Stimme an, mit mir zu sprechen, bis ich einschlief. Eine Frau erzählte mir, dass es die niedere Herrin Kusanali war, die sich um mich kümmerte. Armes Kind, ich hoffe, das Sabzeruz-Fest kann ihr etwas helfen. Seine Erfahrung ähnelt in gewisser Hinsicht meiner damaligen. Einmal hatte ich zu viel getrunken und fand den Weg nicht mehr zurück. An einer Ecke sah ich, glaube ich, die niedere Herrin Kusanali. Sie wirkte außerordentlich groß, mit sehr starken Beinen und Armen. Da fiel ich hin und sie fing mich mit einer Hand auf. Und am nächsten Morgen fand ich mich schlafend unter einem Baum. Und ja, es muss wohl die niedere Herrin gewesen sein, die auf mich aufgepasst hat. Das hier ist vielleicht nicht so aufschlussreich. Das muss doch ein Baum gewesen sein. Er war betrunken. Wow. Dunyarzad wrote all of this.
Even though she was also busy preparing for the Sabzeruz festival and had all her health problems to worry about. Warum drückst du auf meine Tränendrüse? She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sabzeruz festival, right? Ja, ja genau. If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Paimon? Hey, where are you off to now? Wir prügeln jetzt den Weisen. Also wir sprechen jetzt mit der Puppe. Laufen wir durch ein emotionales Tief mit dem Traveler? It's Dunyarzad's puppet. Ich glaube, ich fühle mich besser, wenn ich es ausspreche. Thank you. Traveler? You must be exhausted. Trauerbewältigung. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's Dance of Sabzeruz. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Dunyarzad? Yes, traveler. What is... Oh, so she's still just a puppet. But just now... Lass uns gehen, Paimon. What? Where are we going this Das war time? die schnellste Trauerbewältigung. Lass uns den Sabzeruz Tanz sehen. Also wir hauen einfach den Typen, den Weisen um, weil das eh ein Traum ist. Wow, was für ein Psychotrip. If you continue to resist, we will have to order an investigation in... The Grand Sage has already granted you much leniency. Much lenience. Kommt wieder sein Lieblingsspruch. How did... Oh, Traveler. Kommt jetzt und macht Ärger. Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste. Okay, wir schweigen uns an. Cetaria auch. Wait, they're not reacting. Have they Sie been sind scared Puppen. stiff? Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just... What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Warte, was ist mit diesen Blumentöpfen? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. Ah, sie hat It's geträumt, just a shame that all the real dass die Padisaras went richtigen extinct after her existieren. death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers.
but she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. Also, Nilo ist erforscht. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Parisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going Nilo, on here? schließ deine Augen. Huh? Stell dir vor, dass der große Weiße und seine Leute nicht vor deinen Augen sind. You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host. What a Horst. surprise! Purple Parisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Parisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? I don't know. Am I dreaming? Huh? Woher weißt du das? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding Das to wäre our schön, wenn das so celebration wäre. of the Sabzeruz? Es ist leider etwas düsterer. Completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Oh, Archon. das haben wir schon gehört. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Das ist sehr verwirrend. Obwohl sie das Thema Wissen haben, haben sie irgendwie die Träume mit reingebaut. Das finde ich sehr irritierend, weil es sehr gegensätzliche Konzepte sind. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Nilo hat es schon bemerkt, also muss der Traum bald enden. I see. Well, it just so happens Let's that see the today's dance. Sabzeruz festival is almost over too. Cutscene. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sabzeruz as beautiful as we can. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sabzeruz.
I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest Oh, time. Paimon, mein Kopf tut weh. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sabzeruz festival. The Sabzeruz festival! Have we finally escaped from the Sabzeruz samsara? I remember. Quick! Take off your Akasha terminal! Nach dem Sabzeruz-Tanz sah ich anscheinend... schnell, lass uns zu Dunyarzad gehen. In der richtigen Welt. She's not in her room. What happened? Gehen wir zu dem Ort, Huh? What usual spot? wo wir verabredet waren. Oh no. Let's face reality, people. Sie noch am Leben? Well done, traveler and Paimon. Catherine? Mit Fragezeichen? Ach, das ist Kusanali in Catherine drin. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sabzeruz festival for me. Das ist creepy. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. Ach, Kusanali ist rausgegangen und hat sich irgendwie außerhalb des Raums irgendwas gemacht. I just had a dream. And I saw Nilou performing the dance of Sabzeruz. Well, I dreamed the same. Ah, oh mein Gott, das war creepy as fuck. Was war das für eine Quest? Oh, ich habe eine Konstellation. Stellt dem Reisenden beim Treffen von Gegnern mit Grasklinge Elementarenergie wieder her. Na, Gott sei Dank. Es fehlen noch 5. Müssen wir 5 Mal durch so eine Quest gehen? Ich hoffe nicht. Uff. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sabzeruz festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? What? Really? Warum schickst du mich wieder? Die Traveler Bench, alles klar. Also das war eine... Es war, glaube ich, die eigentümlichste Quest. Und wir hatten in Genshin schon sehr viele eigentümliche Quests. Der hier, der wäre der perfekte Horst gewesen, weil der immer schläft. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. Happy End? After we parted on the last day of the Sabzeruz festival,
I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. Oh, das hat meine Vermutung bestätigt. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad. Ja, es ist ein Wunder, ehrlich gesagt. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As a reward, I will answer any and all questions. Warum haben die Weisen der sowas There's never been any geplant? big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. Es hat überhaupt nichts mit den Fatui zu tun. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sabzeruz samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Kainari to join some kind of project. Could it be related? Yes. Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. Yeah, punish them, please. I'll have to be discreet, or they'll see me coming. Hat keiner bemerkt, dass etwas nicht stimmt? How the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru, even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Aber was wollte der Archon damit machen? Anyway, by now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about. Was habe ich im Avidia-Wald gesehen, als ich bewusstlos war? At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it.
Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. Der Baum wurde vor 500 Jahren scheinbar irgendwie befleckt. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. Es hat irgendwas mit der Erinnerung zu tun, aber es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Weil der Baum, der speichert ja alle Erinnerungen der Welt. Oder so? So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The Traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Teyvat's. Also ist das unsere Quest quasi, Irminsul zu retten, oder? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sabzeruz festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Ich habe keine weiteren Fragen. Got it. I hope my answers were satisfactory. Warum fragen wir nicht nach der Schwester? To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a... Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sabzeruz Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us.
Die haben aber bemerkt, dass ich derjenige war, der den Traum aufgebrochen hat. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Alright. Traveler? Paimon? Why am I here? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Dass sie aus Schnellsnaya kommt, ist nicht sehr beruhigend. Aber wir haben den Auftrag endlich abgeschlossen, wow. Oh, das war das verrückteste... Oh. Alright, wir haben jetzt noch einen Sidequest und wir können Tainaris Quest aufschlüsseln und dann unsere neuen Keys einsammeln. Das ist dann für einen anderen Tag. Ich will dringend auf Toilette und ich will was essen. Ich kann nicht glauben, dass wir die ganze Zeit in demselben Ort verbracht haben. Wir haben hier einige Sidequests jetzt offen. Und wir können uns jetzt entscheiden für ein Viech. Das habe ich fast vergessen. Yes. Wir nehmen das Moos-Ding. Achso, ich kann das noch gar nicht nehmen. Schließe Schatzzone 6 ab. In 7 Stunden. Na gut, dann habe ich mich aber schon für das Grüne entschieden. Und wir machen anderes Mal weiter. Das war wirklich anstrengend, aber es war eine sehr interessante Quest. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Game schon so eine seltsame Quest hatte. Die sehr eigentümlich. Kann ich sie nur beschreiben. Aber sie war auch ziemlich überzeugend gebaut. Also die haben auch relativ viel Zeit gebraucht, die Charaktere vorzustellen. Und also sie war gut vorbereitet, sag ich mal so. Aber naja. Ich mache mich jetzt vom Acker. I hope. Es war halt viel Dialog und ich muss das erstmal verarbeiten. Ich fand es interessant, dass sie gesagt hat, die Vorstellung ist der Ausbruch aus der gewohnten Welt. Das ist eigentlich ziemlich interessante Sätze sind hier gefallen von der Göttin auch, wo sie beschrieben hat, wie Tevat einem Zyklus unterworfen ist oder die Welt nicht echt ist und solche Sachen. Im Grunde will sie halt nur, dass man in Frage stellt, was hier überhaupt vorgegeben wird. Und ja, Genshin ist ja ein längeres Projekt und mal schauen, wo es endet. Aber ich bin jetzt erstmal platt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde unten die Timestamps reinhauen, wenn ich mir das im Nachgang nochmal in Kapiteln einteilen will. In Samsara, in die Dailies und in die... Genau, Ether. In verschiedene Kapitel werde ich das schon unterteilen. Und auch in die Cutscene am Ende. Oder in die Cutscenes. Wir hatten ja am Anfang auch noch eine. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.